Oh hey! Random. Wann kommt endlich mal das angekündigte DreamWorks-Video? Klein Tim, ich hab da nichts angekündigt. Seltsam. Déjà-vu. Anyway, heute reden wir mal tatsächlich über DreamWorks. Und da DreamWorks so einen gigantischen Katalog hat, wieso ranken wir doch mal nicht etwa ihre Filme? DreamWorks ist definitiv einer dieser Studios, von den Animationsstudios zumindest, die einen sehr bestimmten Ruf haben. Ein Studio, was mehr oder weniger aus Rache gegen Disney entstanden ist mittlerweile eins, wenn nicht sogar der größte Competitor für Disney oder auch Pixar. Und DreamWorks ist definitiv variiert mit ihren Qualitäten. Manche Filme sind glaublich, andere eher weniger. Also schauen wir uns doch mal den ganzen Katalog an. Oder DreamWorks einer dieser Studios ist, die auch noch in den nächsten Jahr 3 oder 2 neue Filme herausbringt. Immer wenn sie ein paar neue Filme rausbringen, werde ich nach irgendwelchen Jahren mal diese covern, aber halt nicht etwa das Ranking erneuern. Dieses Ranking wird vermutlich das definitive DreamWorks-Ranking sein. Und wie immer, hierbei ist es nur um meine Meinung. Falls ihr eine andere habt, lasst ihr mich doch gerne in den Kommentaren wissen. Es sei auch gesagt, wir covern nur die Animationsfilme und nicht etwa die Serien. Anyway, alle Disclaimer waren disclaimed. Legen wir mal los mit dem Video. Spirit Untamed. Oh, heilige Scheiße. Reden wir doch mal über die Filmadaption von der Netflix Spirit-Serie. Ja, genau. Netflix hat eine Spirit 3D Animated Show gemacht. Spirit Untamed ist boring, langweilig, öde. Und es ist definitiv nicht für mich gemacht. Es ist für eine sehr jüngere Audience gemacht und das kann man merken. Möchtest du hart sein zu diesem Film? Natürlich nicht. Weil es ist ja offensichtlich, dass dieser Film nicht etwa für die weitere DreamWorks-Community gemacht worden ist. Und es ist okay so. Also behalte ich meine negativen Worte zu diesem öden Film für mich und sage einfach nur öde. Ich mag die Animation nicht. Bringen wir doch mal zum nächsten Platz. Sorry, dass der letzte Platz so kurz ist, aber was kann ich über Spirit Untamed sagen, ohne etwa unfair zu sein zu diesem Film? Megamind 2, Electric Boogaloo. Warum nehme ich überhaupt jeden Film auf der Liste? Was ist falsch mit mir? Was zum Fick ist falsch mit mir? Reden wir doch mal über Megamind 2. Ein Sequel, was viele von uns haben wollten und dann auch gekriegt haben. Sogar mit einer Serie, die mehr oder weniger die Story weitererzählt. Megamind 2 vs. Doom Syndicate oder so ähnlich erzählt uns die Story von Megamind wieder, wie er gut ist, aber seine besten Besties, die böse sind, das Doom Syndicate, wiederkommen und Chaos führen. Und er muss jetzt etwa pretenden, dass er böse ist. Was für eine Story ist das? An sich ist es eine okaye Story, aber verfickte Scheiße auch mal. Was ist hier passiert? Natürlich ist es kein High-Budget DreamWorks-Film. Das ist mir klar und ich habe davon Bescheid gewusst. Aber meine Fresse, warum musste man diesen Film so machen? Die Animationen sind per se okay, I guess, aber man kann mal definitiv das Downgrade merken. Immerhin handelt es sich hierbei um einen Streaming-Film, was mehr oder weniger das Äquivalent ist von einem TV-Movie. Die Animationen haben auf jeden Fall nicht etwa so viel Charme zu sich wie das vom Original, aber ich applaudiere die Animatoren, die an diesem Film dennoch gearbeitet haben. Die haben wirklich das Beste daraus gemacht. Die Logik dieses Films hat eigentlich keinen Sinn zu sich. Und meine Fresse, warum ist Megamind so? Ich weiß, dass sie die Originalstimmen nicht etwa zurückkriegen konnten, aber ich bin jetzt auch nicht der größte Fan der neuen Stimmen. Naja, die machen einen okaysten Job, I guess. Habe ich schon erwähnt, dass es noch etwa ein nerviges Girl hier gibt in diesem Film, die eine sehr wichtige Rolle in der Serie spielt? Nein? Dann wisst ihr Bescheid darüber jetzt. Minion versucht hier einen wichtigen Subplot zu kriegen, aber mich interessiert das auch nicht. Witziger Gag, dass es etwa jetzt die Minions gibt, also die Illumination-Dinger, Bumster. Megamind 2 ist alles, was ich von einem Megamind-Sequel wollte. Eine Story, die mich ein Kack interessiert, Logik, die mich ein Kack interessiert, eine Schurkengruppe, die pathetic ist und von denen ich jetzt noch nicht mal wirklich eine Ahnung habe, was deren Powers ist. Habe ich schon erwähnt, dass Megamind 2 ein Film ist, der existiert. Ich meine, er hat Bewegbilder und er hat... Ich habe keine Ahnung. Wieso tust mir das an? Anyway, Megamind 2 ist ein Film, der existiert und den ihr definitiv euch anschauen solltet, wenn ihr Lust habt auf einen Film, der existiert. Tut das nicht, wenn ihr etwa Megamind-Fans seid, weil das wäre eine schlechte Entscheidung.
Gabby's Dollhouse könnte auf den ersten Blick wie eine große Ausnahme oder ein großer bizarrer Spot auf dieser Liste aussehen. Denn zugegeben, dieser Film ist kein Animationsfilm, aber dann doch irgendwie. Auf derselben Linie wie die Schlümpfe-Filme Sony Animation-Filme sind, so ist Gabby's Dollhouse ein Hybrid Live-Action-Animation-Film. Yay, my favorite! Gabby's Dollhouse ist kein guter Film. Ich weiß, der Film ist für ein jüngeres Publikum angedacht, ähnlich so wie bei Spirit Untamed, auch wenn zugeben zumindest dieser Film weniger öde ist als Spirit Untamed und daher den letzten Platz nicht etwa für sich hören kann. Und ich kann natürlich damit sympathieren und auch sehen, dass es etwa ein bisschen absurd ist, diesen Film im selben Ranking zu haben wie solche Filme wie The Last Wish oder auch Wild Robot. Aber zugegeben, ich bin ein Completionist, also muss dieser Film auch auf der Liste sein. Und Gabby's Dollhouse war kein toller Film. Ich weiß, der Film basiert auf einer sehr populäre IP von Netflix, I guess. Ich weiß auch nicht, korrigiert mich, wenn ich falsch liege. Und man kann bei diesem Film super von sich alleine schauen und ich denke nicht, dass man sehr viel verpassen würde. Die grobe Prämisse wird im Opening sehr schnell erklärt und das ganze Drum und Dran, die Lore und so weiter, ist auch nicht jetzt komplex oder sowas. Aber meine fucking Güte, dieser Film ist definitiv keiner dieser Filme, die man sich etwa einfach so anschauen kann, ohne ein Kind zu haben. Dinge passieren in diesem Film immer und immer wieder. Es gibt keinen einzigen Moment, wo dieser Film leise ist. Yay, wir brauchen etwa eine Music Number. Hey, wir brauchen etwa einen witzigen Skit. Hey, guck mal auf den witzigen Running Gag. Hey, wir haben etwa einen dramatischen, emotionalen Moment für unseren Main Character Gabby. Hey, Kristen Wiig ist die Schurken. Kristen Wiig ist vermutlich der beste Teil dieses Films, auch wenn ihre Performance sehr hammy, teilweise campy, aber ja doch nicht das beste campy ist. Aber hey, zumindest hat sie Energie in diesem Film, also kann ich das applaudieren. Die Animationen als solche sind okay. Auf den ersten Blick sehen die Animationen und der ganze Artstyle okay aus, aber ja auch nicht etwa sowas wie auf der Kinowelle, würde ich mal behaupten. Es ist definitiv ein Film, der existiert und für ein sehr junges Publikum orientiert bzw. gemacht worden ist. Bin ich ein wenig zu hart zu diesen harmlosen Kinderfilm, der ösenteilig nervig ist, uninspiriert ist und genervt ist? Vermutlich, aber fuck it, das ist mein Ranking und ich kann auch einfach blöd sein zu Gabby's Dollhouse. Ich glaube nicht, dass die Gabby Dollhouse Fans dieses Video sehen und böse sein werden über das Placement. Es war kein guter Film, I guess es ist vielleicht ein guter Film für jüngere Zuschauer, auch wenn dieser Film vielleicht jetzt auch nicht etwa das allerbeste ist. Ich habe wirklich etwa wenige Worte zu diesem Film zu verlieren. Ich rambele einfach nur rum um jeden Film. Vermutlich wissen die meisten noch nicht mal was über diesen Film. Wisst ihr, ob das ein Dreamworks-Film ist? Ich glaube eher weniger. Shrek the Third, oder auch wie er hierzulande bekannt ist als Shrek der Dritte, ist die Charaktertour eines Shrek-Films. Was meine ich damit? Nun, wir alle kennen oder wissen von den Shrek-Memes. Shrek ist definitiv einer dieser Franchises, was gut gemimt werden kann. Zumindest auf den ersten Blick. Denn wenn man sich genauer die ersten zwei und den vierten Teil anschaut, dann erzählen diese Filme dann doch ein bisschen mehr und haben mehr zu sich als einfach nur haha, lustiger grüner Oger. Shrek der Dritte dagegen ist haha, lustiger grüner Oger. Ist das nicht witzig? Haha, guck mal. Märchenfiguren, die sich nicht verhalten wie die Disney-Version. Ist das nicht witzig? Ist das nicht witzig? Und es ist nervig. Es ist kein guter Shrek-Film oder ein guter Film oder auch eine gute Comedy. Die Comedy in diesem Film ist wirklich kindes und bietet nicht wirklich viel Mehrwert. Die Comedy in den meisten Shrek-Filmen kann wirklich clever sein, kann wirklich einen guten Lacher in mir rausbringen, aber die Comedy in Shrek der Dritte lässt mich einfach nur kalt. Und dasselbe kann ich auch zur Story sagen, denn so sehr man vielleicht etwa nicht darüber nachdenken will, Shrek 1 und Shrek 2 und Shrek 4 haben wirklich gute Storys zu sich, die unsere Charaktere in neue Challenges reinbringt. Was macht Shrek 3? Also Shrek, du musst etwa diesen jungen Typen helfen, weil er kann die Welt retten. Und der macht das mit einer dummen Rede, wo alle Schurken sich denken, ja, da hat er recht, also machen wir das so, wie der gesagt hat. Was zur Hölle? Was zur Hölle, Dreamworks? Warum? Generell, irgendwie fühlt sich dieser Film an, als hätte jemand etwa gesagt, ja, Shrek wird sowieso Geld machen, also warum sollen wir uns die Mühe machen? Und die Mühe ist wirklich hier nur zu spielen mit den Animationen, die wie gewohnt nicht schlecht sind. Jetzt nicht die besten Animationen, auch nicht für die Shrek-Filme, aber solide
3D-Animation solide. Das Skript dagegen, wer hat's geschrieben und warum hast du Shrek so verkackt? Ich meine, Shrek ist kein komplexer Charakter, aber hat deutlich mehr Tiefe zu sich, als man sich das erstmal denken würde. Und hier fehlt einfach nur die Tiefe. Hier fehlt die Tiefe für unsere Side-Characters wie Donkey oder Puss in Boots oder auch Fiona oder auch fast alle dieser Far Away Characters. Prince Charming ist kein guter Schurke. Er hat vielleicht gutes Potenzial für einen Secondary Spot als Schurke, aber der Main Schurke, so wie wir ihn kennengelernt haben und so wie er in diesem Film ist, nein, 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 großes Nein. Und Merlin haben wir auch in diesem Film. Das würde ich vielleicht als positiv sagen, aber Merlin macht fast gar nichts. Er ist ein nerviger Charakter und er bringt einfach nur null zu diesem Film. Es gibt vielleicht eine gute Szene in diesem Film, wo Shrek und Arthur mehr oder weniger ein Heart-to-Heart haben. Und die Szene mag ich wirklich sehr. Und dann kommen wir wieder zum Film, wo ich mir einfach nur denke, warum? Shrek der Dritte ist das perfekte Beispiel, wie ein Studio mehr oder weniger auf seinen Lorbeeren hauntet und was gar nichts Gutes mit seinem dritten Teil macht. Es ist kein gutes Ende für die Shrek-Trilogie. Und wenn die Shrek-Saga, die Shrek-Filme eben mit diesem Film geendet hätten, dann wäre ich wirklich schon ein wenig sauer. Denn Shrek verdient definitiv was Besseres. Trolls fucking free. Sie haben einen dritten Trolls-Film gemacht und das ist der schlechteste. Brand, der Typ, der etwa gesagt hat, dass seine Großmutter wegen Musik verstorben ist, wird revealed als das jüngste Mitglied einer Boyband. Und es gibt eine Reunion zwischen dieser Boyband, damit sie einen ihrer Brüder etwa retten können. Und die Schurken hier sehen aus, als wären sie von Ruby Gillman und passen einfach null zum Artstyle oder zu der Art Direction von dem Trolls-Film. Manchmal können solche Classic Designs wirklich gut funktionieren, aber hier nicht. Charaktere sind sehr nervig, vor allem die Schurken. Ich mag die Boyband von Brand nicht und ich mag auch nicht, wie man etwa diesen oh mein Gott, verlorene Geschwister-Plot macht. Selbst Poppy, unser Main Troll, hat eine verloren gegangene Schwester in diesem Film. Der Film ist sehr generisch und es ist Trolls-free. Es ist der schlechteste Trolls-Film. Was wollt ihr von mir überhaupt hören? Was kann ich etwas zu diesem Film sagen? Ich habe mir Trolls-free nur für dieses Ranking angeschaut. Und ich hoffe, ich muss diesen Film nicht nochmal anschauen. Er war nicht schrecklich, er war nicht grottig, er war nicht furchtbar oder sowas. Er war einfach nur öde. Und manchmal ist öde das Schlechteste, was man in einem Film haben kann. Manchmal möchte ich lieber einen schrecklichen, furchtbaren Film mir ansehen. Einen Film, der mir zumindest Emotionen gibt. Aber als ich Trolls-free mir angeschaut habe, hatte ich keine Emotion in mir. Ich habe mich leer gefühlt. Und sollte man sich wirklich mal leer fühlen, wenn man Trolls fucking 3 sich anschaut? Vermutlich nicht. Also schaut euch Trolls 3 nicht an. Oder vielleicht doch, falls ihr Fans der folgenden Filme seid, was ich jetzt nicht bin. Trolls free, yippee! Reden wir doch mal über Boss Baby. Boss Baby ist ein Film, der existiert auf die Prämisse: wäre es nicht witzig, wenn ein Baby in einem Business-Suit drin ist und auch noch ein Boss ist und richtig eine männliche Stimme hat und eine Babyfirma mehr oder weniger führt und bla 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 bla. Mich interessiert nicht diese verdammt große, gigantische Lore des Boss Babys. Interessiert euch das? Ich glaub nicht. Boss Baby ist für mich ein Paradebeispiel, wie man mehr oder weniger nicht etwa einen Film auf jede Prämisse machen kann. Klar, absurde Prämissen können gut funktionieren als Film, aber seien wir mal ehrlich, wollen wir wirklich eine Boss Baby Trilogie kriegen, die wir anscheinend wirklich kriegen? Nein, ich denke auch mal nicht, denn Boss Baby ist wirklich öde und beweist mehr oder weniger dieses teilweise an manchen Stellen Baby-Image von DreamWorks, was sie mittlerweile in der Universe-Ära haben. Seitdem Comcast DreamWorks gekauft hat, releasen sie dann doch ein bisschen mehr Filme, die doch sehr stark an Babys getargetet sind. Was per se fine, I guess, ist, aber ich muss etwa für dieses verdammte fucking Ranking die Boss Baby Filme schauen. Also beschwere ich mich auch über die fucking Boss Baby Filme. Auf der anderen Seite geht Hans Zimmer mit seinem Boss Baby Score wirklich hart. Also das ist wirklich überraschenderweise hart, Hans Zimmer. Es ist fucking Boss Baby. Warum gehst du so hart mit deinem fucking Soundtrack? Ich meine, ein guter Soundtrack, aber Hans Zimmer, was zur Teufel? Genauso
Genauso sind auch die dramatischen Beats sehr dramatisch, würde ich mal behaupten. Boss Baby hat etwa ein Falling Out mit unserem jungen Charakter aus dem Film. Und wir haben auch ein Voice-Over von Tobey Maguire, der mal in einem Interview gesagt hat, die besten Worte zu diesem Film. He's like a boss, like a baby boss. Das stimmt, Tobey Maguire vom Spider-Man-Fame. Ich stimme dir zu. Danke dafür, dass du etwa ein Voice-Over gemacht hast, weil genauso gelangweilt klingst wie ich. Ich bin stolz auf dich, mein Boy. Sehr stolz auf dich. Kommen wir doch einfach mal zum nächsten Platz dieses Videos, weil ihr werdet mich definitiv nicht für so lang hören, wie ich diese Stimme mache. Und ich zerpresse schon langsam, wenn ich diese Stimme weitermachen muss. Home. Als ich zum ersten Mal von diesem Film gehört habe, dachte ich mir, was ein fucking öder Titel. Und ja, der Titel ist öde. Und als ich mir den Film angesehen hatte, dachte ich mir, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, das wird ziemlich schrecklich. Und hey, ich bin froh, vom Gegenteil entschieden worden zu sein. Denn Home ist nicht schrecklich, Home ist verdammt öde. Und manchmal kann öde dann doch deutlich schlechter sein als ein schlechter Film. Ja, vielleicht ist das Statement ein wenig paradox, denn viele würden einen langweiligen Film dann doch eher mehr höher raten als ich. Aber für mich ist die Sache so, zumindest ein schlechter Film hat was zu sich. Er hat Aspekte, die grottig sind, er hat Aspekte, die man besprechen kann. Was hat ein langweiliger Film zu sich? Vielleicht ist er sogar kompetent als Film, vielleicht ist er kompetent in vielen Sachen. Aber so wirklich ein Flair, einen besonderen Touch hat ein langweiliger Film nicht. Und für mich ist Home ein Paradebeispiel. Home ist öde. Home ist ein confusing mess in vielen Aspekten. Der Plot ist nicht wirklich cohesive, aber ist ja auch nicht so schlimm, I guess. Ein paar Ideen sind okay, aber werden auch nicht wirklich explored, I guess. Und das Source Material, The Meaning of Smack Day, ist ein deutlich besseres Buch. Ja, Home basiert auf ein Buch. Wer hätte das gedacht? Ich auf jeden Fall nicht. Und nachdem ich dieses Buch gelesen habe, muss ich zugeben, meine Fresse haben die das wirklich gebutzert. Smack Day ist definitiv ein sehr interessantes Buch und hätte auch eine sehr interessante Verfilmung geben können. Zwar ist es ein Kinderbuch, aber es bietet auch deutlich mehr Tiefe zu sich, als man zuerst erwarten würde von seiner Filmadaption, die fucking Home ist. So doch ist es schade, dass man so viele Veränderungen gemacht hat und so viele Veränderungen, die sehr fraglich sind. Wenn ihr Smack Day kennt und Home kennt, dann müsstet ihr wissen, was ich etwa meine, aber da möchte ich etwa jetzt nicht ins Detail gehen. Auch etwa das Hiring von Basinger-Typ aus Big Bang Theory, weil er so beliebt war in den 2010er und Mitte 2010ern, war eine sehr interessante Wahl, guys. Ich meine, Sam Parson ist kein schlechter Voice Actor, aber er ist auch kein unglaublich guter Voice Actor. Und Rihanna hier als Voice Actress ist jetzt auch nicht etwa wirklich gut. Es gibt bestimmt ein paar nette Aspekte und an sich ein Alien Roadtrip Film klingt zwar ein bisschen klischeehaft, aber könnte spaßig und unterhaltsam sein. Aber Home war das nicht. Home war öde. Home war uninspiriert. Home war einfach nur vergessenswert. Und das ist wirklich das Beste, was ich zu diesem Film sagen kann. Home war kein Home Run. Hahaha. Ist das nicht witzig, dieser Home Run Pun? Lacht ihr nicht darüber so sehr? Genau das sind aber die Arten von Jokes, die wir in diesem Film bekommen. Versteht ihr jetzt meinen Punkt? Anyway, kommen wir doch mal zum nächsten Platz. Kung Fu Panda 4 ist enttäuschend. Aber das ist wirklich frustrierend zu sagen, denn die ersten 3 Kung Fu Panda Filme sind einfach nur eine geniale Trilogie. Egal, was ihr über Kung Fu Panda 3 hält, man kann es nicht verneinen als Ende für diese Trilogie. Und die ganze Kung Fu Panda Saga in Anführungszeichen funktioniert das extrem gut. Und dann kommt Kung Fu Panda 4, was sich einfach nur wie ein typisches Legacy-Sequel anfühlt. Und es ist mittlerweile mehr oder weniger als eine Beleidigung zu sagen, denn Legacy-Sequels haben keinen guten Track Record. Es gibt gute Legacy-Sequels. Blade Runner 2049 ist genial und auch ein paar der Rocky Legacy-Sequels sind wirklich gut. Aber Kung Fu Panda 4 ist keiner dieser. Kung Fu Panda 4 ist ein klischeehaftes und nicht wirklich inspirierendes Legacy-Sequel. Oh, guckt mal, unser Main-Charakter muss etwa einen neuen Main-Charakter trainieren. Und per se ist dieser neue Charakter keine schlechte Idee. Ich mag ihr Design wirklich. Und ich würde auch sogar sagen, dass Aquafina eine okayse Performance abgeliefert hat. Ich bin kein großer Aquafina-Fan, aber ich kann auch nicht verstehen, warum Leute etwa so sehr sie hassen. Ich meine, sie ist definitiv nicht so eine Actress, wo ich mich verfreue, aber sie ist kein James Gordon oder ein Jimmy Kimmel. Also kann ich mich jetzt auch nicht beschweren. Aber ja, Kung Fu Panda 4 erzählt uns mehr oder weniger die Story. Po versucht, jemanden neuen in die Rolle des Dragon Warriors zu trainieren. Und an sich ist es eine sehr solide Prämisse. An sich könnte man definitiv gut diese Struggle Po, das Ganze loszulassen, erläutern. Aber so wirklich richtig wird es halt nicht gemacht. Es fühlt sich manchmal so an, als würde man vergessen, was im dritten Teil passiert ist. Und als würde Po immer noch nicht wissen,
wissen, wo sein Platz in der Welt ist. Und dabei hat er diesen gefunden im dritten Teil, was den dritten Teil irgendwie im Retrospektiv nicht so wichtig macht. Generell, wie man etwa mit der Geschichte von Kung Fu Panda umgeht, der vergangenen Film eben, ist wirklich in einer sehr faulen Art und Weise. Tai Lung kehrt zurück, aber hey, nicht so richtig. Und die anderen zwei kehren zurück, aber hey, die kriegen doch nicht mal eine Stimme. Ja, ich bin kein großer Fan, wie sie das gemacht haben mit Zhang, Tai Lung oder Kai. Diese Charaktere haben wirklich einfach nicht für diese Menace zu sich, wie sie in diesen vorherigen Teilen als Main-Schurken haben. Dass man etwa diese Schurken zurückbringen müsste, ist per se eine nette Idee für Fanservice. Aber so wirklich macht man fast gar nichts mit diesen. Allergrößtenteilig, vielleicht was mit Tai Lung, da sein Voice Actor auch zurückkehrt. Aber er fühlt sich auch nicht so an, als wäre der richtige Tai Lung. Und reden wir noch nicht mal über den Fakt, dass Zhang sich etwa verbeugt vor Po. Fucking Zhang aus Kung Fu Panda 2. Unser neuer Schurke, The Chameleon, überzeugt leider auch nicht. Ich liebe Viola Davis als Schauspielerin und die macht auch eine sehr solide Arbeit in ihrer Performance. Aber leider kriegen wir erstens viel zu wenig mit The Chameleon. Zweitens, die Backstory bzw. der Grund, warum sie so böse ist, macht halt wirklich nicht so viel Sinn. Vor allem in dieser Welt von Kung Fu Panda. Und drittens, sie fühlt sich halt einfach so an wie ein generischer Schurke. Und dabei waren die Kung Fu Panda Filme so genial, wenn es darum geht, gute Schurken, gute Charaktere und so weiter zu haben. Kung Fu Panda 4 ist ein ähnlicher Fall wie Shrek the Third. Vielleicht ein wenig besser als Shrek the Third, weil meine Güte, Shrek the Third ist grottig. Aber Kung Fu Panda 4 fühlt sich einfach nur so an, als würde man einfach die Idee von Kung Fu Panda nehmen, über die man erstmal denkt und dann daraus einen Film machen. Nicht das clevere, wittige und teilweise auch super gute actiongeladene Abenteuer. Nein, ein wirklich öliges, generisches und nicht wirklich inspirierendes Sequel zu einer so legendären Trilogie. Turbo! Oder wie ich ihn auch nenne, Ratatouille, aber in Kacke. Ja, diese Filme klingen auf den ersten Blick nicht so ähnlich zueinander, aber per se haben sie sehr viele Gemeinsamkeiten. Ein Tier müsste was lernen, aber wird die ganze Zeit von seinen Artgenossen mehr oder weniger gesagt, dass es nicht das kann oder nicht das schaffen wird, aber dann am Ende jeden es beweisen kann. Und per se hat Ratatouille natürlich das Rad hier nicht neu erfunden. Solche Storys gab es vor Ratatouille und wird auch nach Ratatouille geben. Das Problem bei Turbo ist aber, dass Turbo sich einfach nur ein bisschen zu generisch anfühlt, wie die generische Idee eines DreamWorks-Films. Lauter Pressure, Humor, nicht wirklich witzige Gags, viele Side-Characters, die sehr gimmickhaft sich verhalten, nicht wirklich etwa Tiefe zu sich. Unser Main-Charakter ist per se okay, I guess. Und die Animationen sind okay, I guess. Und die Designs sind okay, I guess. Aber ja, so viel mit Turbo kann man halt nicht etwa anfangen, finde ich zumindest. Und guck mal, wir haben einen kleinen Twist-Villain. Und dieser Twist-Villain ist das große Vorbild der Snacke, das große Idol, was jeder eigentlich mochte, aber dann nach dem Twist sich einfach nur verhält wie ein Arschloch die ganze Zeit. Wo er das nicht gemacht hat davor. Ich liebe gute Twist-Villain wie das. Das ist ein wirklich fantastischer, guter Twist-Villain. Spaß beiseite, aber der Film fühlt sich halt einfach sehr generisch an. Per se ist es definitiv vielleicht nicht so schlecht wie jemand anderer der Dreamer-Filme, die ich weiter höher gerankt habe. Aber seien wir mal ehrlich, was bietet Turbo, was man nicht in anderen Filmen besser sehen kann? Seine Main-Story wird mehr oder weniger besser erzählt in Ratatouille, mit interessanteren Charakteren, mit einer interessanteren Atmosphäre und mit einem cleveren Skript. Der Sinn für Humor wird in vielen anderen DreamWorks-Filmen besser aufgegriffen, die auch in sich Lacher haben, was ich bei Turbo nicht hatte. Wirklich, die meisten Gags halten mich wirklich kalt bei Turbo. Aber hey, es ist Turbo. Ich meine, es hat auch diese verdammt coole Szene, wo er das macht. Er macht Racing. Ist das nicht verdammt cool? Vielleicht bin ich auch einfach kein großer Racing-Film-Fan. Aber für mich ist Turbo zu generisch, zu ideenlos und einfach nur ein Paradebeispiel für das, was DreamWorks für viele Leute ist, aber eigentlich so viel mehr sein kann. Trolls ist ein Film, der existiert und meine Güte existiert dieser Film. Denn es gibt Filme, die existieren und es gibt Filme, die existieren. Und Trolls ist ein Film, der existiert. Er hat Farbe, er hat Charaktere, er hat eine Story, er hat Musik, er hat Justin Timberlake, er hat Musik und Farbe und Animation. Also wirklich, das ist wirklich unglaublich. Ich meine, die meisten Filme haben noch nicht mal Farbe oder Musik oder Justin Timberlake, aber Trolls hat all dies zusammen. Oh mein Gott. Ich meine, Trolls ist wirklich ein genialer Film. So ein genialer Film, dass er größtenteils etwa nur verstanden werden kann von hochintelligenten Babys, was ich natürlich leider nicht bin, also kann ich den Film nicht wirklich verstehen. Und dennoch ist dieser Film so genial einfach nur. Ich meine, ich mochte die ersten 30 Minuten und der Rest war irgendwie ein wenig
Stück langweilig und die Musik und das Jukebox-Musical-Aspekt von diesem Film war öde. Aber der Film hat Justin Timberlake. Also kann ich wirklich jeden Film böse sein? Ich meine, Justin Timberlake in einem Film. Das kriegt man halt auch nicht jeden Tag. Und Justin Timberlake ist ein wirklich komplexer, guter Charakter. Ich meine, sein Charakter erwähnt, dass seine Großmutter gestorben ist wegen Musik und das ist wirklich dramatisch. Ich habe wirklich da geweint, als das passiert ist. Ich meine, es war wirklich ein sehr dramatischer Moment. Ich meine, dieser Wendepunkt, heilige Scheiße, dieser Plot-Twist einfach nur. Es war wirklich einfach nur in die Fresse und genial einfach nur in die Fresse. Es war nicht einfach wirklich in die Fresse im schlechten Sinne, es war genial in die Fresse im besten Sinne des Wortes. Ich meine, ich habe da wirklich was geweint wegen dieser Szene. Es war so eine verdammt emotionale, gute Szene, die einfach nur wirklich an deine Herzenskreise kreist. Es nimmt etwa dein Herz und wirft es einfach weg, weil es war so emotional. Ich musste da weinen. Ich musste da einfach nur wirklich einfach nur weinen bis zum Ende. So ein genialer Film. So ein wunderschöner, genialer Film. Sorry, ich werde so emotional, wenn ich immer über Trolls 1 denke. Also wirklich, oh Gott, war wirklich ein wunderschöner Film. Oh, bitte schaut den Film euch an, damit ihr auch meine Emotionen fühlen könnt. Da ich auf dieser Liste jeden DreamWorks-Film aufnehme, selbst etwa diese, die nie ins Kino kamen oder sogar vom Core DreamWorks Animation Studio gemacht wurden, so muss ich auch etwa einen Film auf dieser Liste nehmen, von einer TV-Show, wo ich nur ein paar Episoden gesehen habe, dass ich etwa nicht wusste, dass dieser Film das Finale der Show ist. Und damit eine Lektion für euch Kinder. Falls ihr etwa so ein ambitioniertes Ranking machen wollt, bitte belehrt euch, ob so ein TV-Film für eine TV-Show das Finale der TV-Show ist. Natürlich ist dabei die Rede von Trollhunters Rise of the Titans. Aber hey, zumindest gibt dieser Film etwa ein Recap, was etwa davor passiert ist in dieser Welt von Trollhunters, was auf jeden Fall das einfacher macht, diesen Film zu digesten. Trollhunters hat ein sehr spaßiges Konzept, aber so gegeben, ich glaube, es ist nicht so meine Serie. Immerhin ist das Fantasy und Fantasy ist sehr Hit und Miss für mich. Die Charaktere auf jeden Fall sind nicht etwa allzu prägend oder memorable für mich, aber es gibt so einige Side-Characters in diesem Film und vermute ich, wenn ich diese ganze Serie gesehen hätte, hätte ich etwa ein besseres Wissen über die Side-Characters, aber hey, es ist nicht zu confusing. Als Newcomer kann man es definitiv sich anschauen. Auch wenn man merken kann, dass dieser Film, wenn man sich ihn anschaut, eher mehr als das Finale dieser Show angedacht wurde und nicht etwa wirklich als einer dieser Filme, die man sich einfach als Newcomer anschauen kann. Also ist dieser Film relativ harmlos, macht aber ein paar sehr seltsame Entscheidungen. Beispielsweise sterben so einige Charaktere, die sehr wichtig sind. Und manche dieser Tode fühlen sich earned an, manche dieser Tode fühlen sich ein wenig, ich weiß auch nicht, also hätte man das einfach gemacht für die Shock Value. Und das Ende ist sehr bizarr, denn gegen Ende reist unser Main Charakter zurück zu den Anfang der Show und er überlässt basically die Responsibility des Trollhunters seinen besten Freund, der gegen Ende dieses Films anscheinend fast gestorben wäre, beziehungsweise in der Original-Timeline gestorben wäre. Und ich weiß auch nicht. Ich verstehe, was man mit diesem Ende machen wollte, aber ich kann mir nur schwer vorstellen, dass Fans der Show dieses Ende wirklich mögen. Weil ich meine, es fühlt sich ja immer so an, als würde man etwa hier ein Reboot setupen. Und von meinem Wissen her gab es kein Reboot oder ein Retelling oder sonstiges. Eine generell seltsame Entscheidung. Ich meine, es ist immer etwa eine blöde und schwierige Entscheidung, einfach die Zeit zurückzustellen und all die Ereignisse einer TV-Show mehr oder weniger aus der Tür wegzuwerfen. Ich weiß auch nicht. Also ist dieser Film ein harmloser, spaßiger Fantasy-Film mit paar guten Action-Fights. Das Budget ist natürlich nicht das allergrößte und ich bin nicht der größte Fan vom Artstyle, aber zugegeben, es matcht die TV-Show, die natürlich ein sehr geringeres Budget im Vergleich zu einem DreamWorks Animation Feature-Length Kinofilm hatte. Von daher, ich weiß auch nicht, wie ich zu diesem Film stehe. Nicht allzu kritisch, aber sehr bizarr in seinen Entscheidungen. Trolls World Tour. Überraschenderweise kein schlechtes Sequel. Ich bin kein großer Fan vom ersten Trolls-Film, wie ihr schon an dem Platz gemerkt habt über diesen Film. Es gibt ein paar Dinge zu loben, ich meine, die Animationen sind ganz hübsch und manchmal gibt es ein paar kreative Momente und das Worldbuilding kann manchmal sehr nett sein, aber der Film war zu klischeebefüllt, zu nervig und manchmal hat mich auch einfach nur dieser Jukebox-Musical-Stil hier genervt. Generell bin ich kein großer Fan von diesen, besonders bei Animationsfilmen. Aber hier, es hat deutlich besser funktioniert. Gibt es immer noch abstruse Musikentscheidungen? Ich meine, wir kriegen Opern Style im Jahre 2020 oder 2021 und ich muss mich ernster fragen, warum? Aber hey, immerhin versucht dieses Sequel deutlich mehr zu machen. Das Worldbuilding ist interessant, jetzt nichts etwa
Neues, nichts Atemberaubendes, was man nie gesehen hat. Aber es wird solide etwa umgesetzt und daran kann ich mich jetzt auch nicht beschweren. Wie man diese verschiedenen Musikgenres etwa hier einbindet, ist spaßig und kann manchmal sehr unterhaltsam sein. Aber zugegeben, abseits von der Country-Segment, bin ich jetzt auch kein großer Fan von den ganzen. Generell hat man das ein wenig mit der Invasive Potential gemacht. Zugegeben, die Rock Trolls haben ein cooles Design, aber jetzt auch kein atemberaubendes Design. Die sind vermutlich auch die besten mit ihrem Design, die anderen sehen ein wenig zu ähnlich aus wie die Pop Trolls, vielleicht mit anderen Color Schemes, aber dennoch ist es mir viel zu ähnlich und so sollte es auch nicht sein, wenn man anderweitige Trolls hat. Meine ein Tribe der Trolls hatte wenigstens einen anderen Körperstil, also I guess das ist schon mal was super gemacht. Das Ende ist cheesy und funktioniert für mich leider auch nicht so dolle und generell, wie man manchmal diese Konflikte hier löst, ist ein wenig lächerlich. Mag ich, dass einer dieser Country Trolls sich mehr oder weniger als Yoda-Troll ausgibt. Ja, das war schon ziemlich unterhaltsam und der Reveal war ganz nett, aber jetzt auch nicht allzu unglaublich. Immerhin versucht mal unseren Main-Character Poppy ein wenig weiterzuentwickeln und das ist schon mal was ich loben kann. Im ersten Film war die ziemlich stale und konnte irgendwie nicht etwa richtig überzeugen. Hier jetzt auch nicht so sehr, aber immerhin kriegt hier deutlich mehr zu tun, was auf jeden Fall schon etwas ist, I guess. Well done, Trolls 2 World Tour. Well done, I guess. Generell, wie man diesen Konflikt zwischen unseren zwei Main-Leads hier macht, ist zumindest interessanter als im ersten Film. Es hat deutlich mehr Tiefe und versucht ein wenig mehr deeper zu sein. Naja, so deep wie etwa ein Trolls-Film eben sein kann. Von daher kann ich das applaudieren. Boss Baby 2 Family Business hat mich überrascht. Der erste Boss Baby Film ist kein Favorit für mich. Aber meine Güte, das Sequel ist besser. Und mit besser meine ich unterhaltsamer. Ist dieses Sequel wirklich besser? Nicht wirklich. Es hat auch wieder mal ein paar sehr generische Dinge zu sich. Ich meine, der ganze Plot rund um Tim, wie er versucht mit seiner Tochter zu connecten, ist etwa wirklich Eye-Rolling für mich. Aber wir kriegen hier einer der besten Charaktere im ganzen Boss Baby Cinematic Universe überhaupt. Das Baby gesprochen von Seth Goldblum, was eigentlich etwa mehr oder weniger so tut, als wäre es kein Baby, aber eigentlich in der Realität ein Baby ist. Was für ein genialer Charakter nur. Seth Goldblum bringt einer seiner besten Performances zu sich in den Film. Beste Performances? Nein, ich meine natürlich etwa einer seiner gelangweiltesten Performances überhaupt. Und dennoch liebe ich es. Wie er gelangweilt etwa sagt, oh nein, bitte zerstört nicht etwa meinen Plan. Wenn sein Plan zerstört wird. Cinema. Peak Cinema einfach nur. Genau das ist diese Sache, die man etwa im Kino sehen will. Genau sowas müsst ihr mal sehen. Jubeln mit seinen ganzen Freunden, mit seiner ganzen Familie und sagen, yep, das ist genau das, was ich sehen will. Kein Marvel-Gedöns, kein Martin Scorsese-Gedöns. Boss Baby 2 ist richtiges Kino einfach nur. Der Film weiß, wie man impressive Action-Scenes einfach nur wirklich etwa visuell realistisch machen kann, ohne etwa seine cartoony Charme zu verlieren. Boss Baby kriegt hier einer seiner besten Arcs überhaupt im ganzen Boss Baby Cinematic Universe und wie er sein Arc hat, wie er versucht, Tim wieder zu vertrauen, nachdem sie mehr oder weniger ein Falling Out hatten durch die Jahre, ist einfach nur wunderschön gemacht. Und auch der Fakt, dass Boss Baby hier ein Erwachsener ist und Tim ein Erwachsener ist und das ist wirklich unglaublich. Das ist wirklich einfach nur bravo. Wirklich bravo. Abominable ist ein seltsamer Film für mich zu bewerten, denn auf der einen Sicht bin ich ein wenig frustriert mit diesem Film, auf der anderen Sicht gibt es so einige Dinge, die mich nicht wirklich so interessieren. Als solches ist dieser Film relativ fein. Okay, ich werde ihn mir vielleicht in 10 Jahren nochmal anschauen. Solide. Von allen diesen DreamWorks-Filmen in der letzten Zeit ist Abominable für mich der solideste DreamWorks-Film auf vielen Aspekten und das macht ihn irgendwie ein wenig unremarkable. Solide ist nicht schlecht, solide kann manchmal gut sein sogar. Nicht jeder Film muss einen aus den Socken hauen oder etwa komplett furchtbar sein. Manchmal ist es auch einfach gut, einen Medium-Film zu haben. Und für mich ist dieser Film ein perfektes Beispiel für einen Medium-Film. Dinge, die ich mag, wirklich mag, Dinge, die ich wirklich verabscheue, aber als solches das ganze Werk sehr solide eigentlich. Aber ja, kommen wir doch mal zu den Dingen, die ich in Abominable wirklich mag. Zum einen, die ersten 20 Minuten oder sowas sind wirklich charmant. Ich jetzt nicht etwa so ein Film, wofür ich etwa aus meinem Weg rausgehen würde, wenn es nicht dieses Ranking geben würde. Aber die Momente, die man hier kriegt in diesen 20 Minuten, überzeugen einen wirklich. Sie sind wholesome, sie bringen einen guten Slice of Life mit einem guten Fantasy-Twist. Der titelgebende Yeti und unseren Main Lead haben einen netten Report miteinander in diesen Minuten. Leider fällt es irgendwie aus, wenn sie etwa auf die Journey, die Reise eben gehen, diesen Yeti wieder nach Hause zu bringen. Also es ist ein solides Konzept, nicht wirklich etwa was ich dagegen etwa sagen kann, aber als ganzes Werk, ich weiß ja auch nicht. Die Side-Characters hier, die
mehr oder weniger Second und Third Leads sind hier, überzeugen mich einfach nicht. Der eine ist mehr oder weniger der Comic Relief, der die ganze Zeit essen müsste. Der andere ist angenervt eben, dass die auf diese Reise überhaupt gehen, sich die ganze Zeit beschweren, aber am Ende des Tages dann doch zum Main Lead kommt und hilft und emotionaler Support ist und so weiter und so weiter. Irgendwie ein Thaddeus-Typ an einen Charakter, ohne wirklich etwa den Charme, den Tief eines Thaddeus. Grumpy, aber irgendwie ohne das Herz. Und der Film hat an sich Herz. Es gibt ein paar wirklich nette Momente hier. Es gibt ein paar wirklich schöne Momente hier sogar. Und dann gibt es Momente, wo der Yeti plötzlich etwas Superkräfte hat. Oh, wie convenient. Wir können jetzt etwa diese Sache im Plot resolvieren. Super toll, super schön. Die Schurken hier sind auch nicht etwa wirklich begeisternd. Wir haben einmal den Typen, der mehr oder weniger den Yeti haben müsste, um zu beweisen, dass er nicht verrückt ist, beziehungsweise, dass er einen Yeti gesehen hat. Und dann haben wir etwa seine Assistant, beziehungsweise einen Main Lead Villain, ein Twist Villain. Sie spielt mehr oder weniger so einen stereotypischen britischen Scientist, die mehr oder weniger nicht etwa möchte, dass der Yeti gefangen wird oder gequält wird oder sonstiges, aber am Ende des Tages dann doch sich dafür nicht interessiert. Und das nimmt auch etwa viel von ihrem Charakter aus. Ich meine, das, was wir davor mit ihr gekriegt haben, war auch nicht so dolle, aber das, was wir danach gekriegt haben, nach dem Reveal, ich hatte auch öde einfach nur. Anyways, am nächsten Platz. The Croods. Ich bin ehrlich, ich dachte mir, hey, das ist ein perfekter Film zu parodieren. Aber je mehr ich darüber nachdenke, desto mehr muss ich sagen, es gibt tatsächlich unironisch Dinge, die man loben kann, aber auch Dinge, die man kritisieren kann. Also machen wir doch mal die ernstere Route, denn ich bin mir sicher, ihr seid schon etwa gelangweilt bzw. angenervt von meinen ganzen Comedy-Segments. The Croods ist ein besonderer Film, denn nicht nur erzählt er uns etwa das Leben von Steinzeit-Menschen und einer besonderen Familie, eben den titelgebenden The Croods. Nein, er ist auch einer der wenigen Animationsfilme, die sich darauf fokussieren. Also kann ich den Film dafür schon ein wenig applaudieren. Genauso muss ich etwa sagen, dass die Backgrounds hier nur unglaublich gut und wirklich eine besondere Atmosphäre zu diesem Film geben. Und jetzt kommen wir zum großen Nachteil, die Story. Die Story ist wirklich öde. Die Story ist sehr generisch, halt nur. Ryan Reynolds Guy, ich weiß nicht mal den Namen von ihm, aber Ryan Reynolds Guy verliebt sich in Emma Stone Girl und sie ist etwa die Tochter von Drew, gesprochen hier vom genialen, empathischen, epischen Nick Cage, der wirklich hier sein Bestes gibt. Und diese ganze Love Story, ich hatte auch nicht wirklich etwa sehr interessant. Es ist nervig, es hat nicht wirklich sehr viel Chemistry zu sich. Ich bin wirklich nicht interessiert, wie ihre Love Story endet, ob der Vater dann am Ende des Tages doch approved oder nicht. Mich könnte das etwa ein Zeichen etwa interessieren. Und das ist wirklich das große Problem. Denn diese Love Story ist mehr oder weniger der große Trickpunkt von diesem Film. Natürlich haben wir auch andere Plots, wie zum Beispiel das Croods und dieser Ryan Reynolds Guy woanders hinziehen wollen, weil der Ort, wo sie jetzt aktuell leben, nicht wirklich safe ist. Und an sich ist das okay gemacht. War überrascht, wie man mehr oder weniger das Ende getackelt hat, weil das war wirklich überraschend. Aber ansonsten lässt mich dieser Film dann doch einfach nur eiskalt. Und das ist nicht wirklich ein guter Punkt. Das ist wirklich einfach eine Schande. Denn ich denke, wäre dieser Film vielleicht ein wenig anders gestrickt oder hätte er einen anderen Fokus gehabt, wäre es dann doch deutlich mehr sympathischer zu diesem Film. The Croods 2, A New Age. The Croods 2 ist ein Sequel des Hitfilms The Croods. Krug, gespielt von Nicolas Cage, kehrt zurück und auch all die anderen Charaktere kehren zurück. Erinnert ihr euch noch an den Teenage-Charakter, gespielt von Ryan Reynolds, oder auch die Teenage-Tochter, gespielt von Emma Stone? Sie sind zurück. Und wenn es eine Sache gibt, die ich an Croods 2, A New Age loben kann, ist, dass dieser Film immerhin unterhaltsamer ist als der erste Teil. Man nutzt die Idee von Cavemans hier ein wenig interessanter aus. Und der Konflikt mit den Bettermans ist interessant, I guess. Es gibt ein paar nette Szenen hier mit Bonding zwischen den verschiedenen Familienmitgliedern. Aber es gibt auch hier ein paar wirklich faule Jokes, die nicht wirklich viel zu bringen haben. Wieso haben wir überhaupt einen Croods-Sequel? Ich meine, war dieser Film wirklich so populär? Anscheinend, immerhin gibt es zwei Serien basierend auf diesem Film. Das hatte noch nicht mal die Madagaskar-Reihe geschafft. Oh nein, doch haben die. Anyways, reden wir doch mal über The Croods 2. The Croods 2 hat auf jeden Fall eine Story, hat auf jeden Fall Charaktere, hat auf jeden Fall ein paar nette Momente, hat auf jeden Fall eine interessante Bromance, die auf jeden Fall der beste Teil dieses Films ist. Und ich mag generell, wie Eve, die Emma Stone Charakter, Tochterin, was auch immer, mehr oder weniger die Tochter von den Batmans, zeigt, was sie verpasst, wenn sie nicht etwa nach draußen geht, wenn sie nicht Abenteuer hat. Und das war doch ziemlich putzig und
nett. Was man mit dem Ryan Reynolds Charakter gemacht hat, war okay, I guess. Was man mit den anderen Familienmitgliedern gemacht hat, war okay, I guess. Eves Bruder ist mehr oder weniger einfach nur ein laufender Sog, der nur der Sog ist von, hey, der sitzt doch nur die ganze Zeit an der Klotze oder die ganze Zeit am Computer. Ist das nicht witzig? Lacht ihr nicht darüber? Findet ihr das nicht ultra ulkig und witzig und quirky? Und der Quirtmark-Charakter hat auch einen Sog und nur einen Sog in sich, was mehr oder weniger fast ihr ganzer Charakter ist in diesem Film. Es gibt einen guten Sog hier, aber den möchte ich nicht spoilern, falls ihr warum auch immer The Croods 2 A New Age euch ansehen wollt. Orion and the Dark ist ein komplizierter Film für mich zu raten, denn es gibt so einige Dinge, die mir wirklich gefallen haben an diesem Film und andere Dinge, die mir eher weniger gefallen haben. Ich war wirklich ein wenig frustriert und ein wenig ungewiss, wie ich diesen Film am besten raten soll. Denn frustrierende Filme sind dann doch meistens etwa die Filme, die mir am meisten etwa die Hürde bringen zu ranken. Vermutlich wird dieser Film eher mehr gegen die Mitte fallen. Persönlich aber war ich etwa nicht der größte Fan von diesem Film. Die Animationen sind sehr charmant und geben diesem Film eine sehr eigene, schöne Identität zu sich. Die Night Entities und die Light Entities, die dieser Film hier präsentiert, sind vom Design her wundervoll und auch ihre Persönlichkeiten sind sehr spaßig und unterhaltsam. Zugegeben, ich hätte mir da ein wenig mehr gewünscht, aber von dem, was wir da gekriegt haben, war das dann doch etwas sehr unterhaltsam und amüsant einfach nur. Und Dark ist ein sympathischer Second Lead und auch unser Main Lead, wie er so ängstlich ist, hat was Schönes an sich und bietet eine andere schöne neue Dimension. Das Problem für mich kommt etwa später in diesem Film, vor allem gegen Akt 2 bzw. auch Akt 3, wo dieser Film dann doch ein wenig ambitionierter sein müsste. Davor war dieser Film charmant und bietet uns ein relativ solides, wenn auch ein wenig unremarkable Insight in die Freundschaft von Dark und unseren Main Lead, aber vor allem durch das Framing Device, wie unser Main Lead in seinem Erwachsenenleben seiner eigenen Tochter diese Geschichte erzählt, um ihr eben die Angst von der Dunkelheit wegzunehmen und wie es etwa alles zusammen etwa gegen Ende kommt, wo eben diese Tochter mehr oder weniger in die Story von unserem Main Lead reinkommt, literally, und auch das Kind von der Tochter in diese Story reinkommt, von der Zukunft, und es wird ein wenig verwirrend und ein wenig convoluted, würde ich mal sagen. Ich schätze etwa einen Film mit guten Ambitionen, beziehungsweise einen Film, der vielleicht ein wenig zu ambitioniert ist, aber es dennoch irgendwie versucht. Und Orion and the Dark ist absolut nicht etwa ein schlechter Film, aber auch ein wenig ambitioniert. Hätte man vielleicht etwa einen Second Draft, beziehungsweise einen weiteren Draft dazu genommen, hätte dieser Film vielleicht für mich ein wenig besser funktioniert, da dieser Shift ein wenig plötzlich war und diesem Film nicht wirklich gerade das Beste geholfen hat, finde ich zumindest. Als solches ist dieser Film eine seltsame Experience. Ants ist einer dieser Filme, wo die angebliche Hintergrundgeschichte hinter diesem Film deutlich interessanter ist als der tatsächliche Film. So heißt das, dass der Ex-Chairman von Disney, Jeffrey Katzenberg, aka einer der Gründer von DreamWorks, mehr oder weniger die Idee von A Bug's Life, aka das große Krabbeln, geklaut hat, um mehr oder weniger Ants davor zu machen, und man kann mal irgendwie fühlen, dass dieser Film sich ein wenig gerust anfühlt. Ob diese Story wirklich so stimmt, keine Ahnung. Es ist eine angebliche Story und eine Story, die interessant ist, aber auch ein sehr assiger Move ist von Katzenberg. Aber hey, was kann man erwarten von Katzenberg? Er klingt schon wie ein Petty-Typ. Anyway, reden wir doch mal über den tatsächlichen Film Ants. Ants ist einer dieser Filme, wo es interessante Aspekte dazu gibt. So haben wir einen deutlich mehr maturigeren, deutligeren Animationsfilm mit Ants. Denn nicht nur nehmen wir etwa solche Themen auf wie Kriege, Soldaten, Tode oder auch ein paar wirklich erwachsenere Jokes, aber dann nehmen wir auch etwa solchen Fäkalhumor in sich, aka den typischen Pipi-Kacke-Humor, der absolut nicht etwas zusammenmixt mit diesen Themen, mit dieser Story und mit diesem ganzen Sinne von Ants. Irgendwie fühlt sich dieser Film ein wenig confused an mit dem, was er sein will. Müsste er ein wenig mehr erwachsener sein? Müsste er ein wenig mehr tiefer sein? Oder müsste er einfach nur ein Pipi-Kacke-Fäkal-Humor auch in sich haben? Man kann nicht etwa beides machen, oder auch wenn es manche Beispiele gibt, wo man zwei sehr unterschiedliche Dinge zusammenmixt zu einem brillanten Effekt, ist Ants keiner von diesen. Der Ton fühlt sich viel zu inkonsistent an und das hilft diesem Film absolut nicht. Auf der anderen Seite haben wir die Charaktere, manche dieser sind interessanter als die anderen, manche dieser sind jetzt auch nicht wirklich etwa erwähnenswert. Generell redet überhaupt jemand über Ants, außer wenn man über diese Story redet und über den Fakt, dass Ants der erste DreamWorks Animationsfilm ist? Ich glaube wohl eher weniger. Die Animationen sind auch jetzt nicht so dolle, die Art Direction, der Look dieses Films hat zwar seinen eigenen Charme zu sich und man kann definitiv merken, dass es aus den
90ern ist. Eine Zeit, wo CGI-animierte Animationsfilme jetzt auch etwa eher mehr eine Neuheit waren oder eine Novelty für viele waren. Aber das entschuldigt auch nicht irgendwie, wie teilweise sehr hässlich dieser Film an manchen Stellen aussieht. Historisch gesehen ist es ein wichtiger Film für DreamWorks und einfach nur die Novelty zu sehen, wo DreamWorks eben angefangen hat, kann interessant sein, aber so wirklich viel zu sagen zu Ernst habe ich jetzt nicht. Der Film ist per se okay, würde ich mal nett behaupten. Mit ein paar Aspekten, die mich einfach nur abnerven und mit ein paar Aspekten, die ich irgendwie mag, aber jetzt auch nicht etwa denke, dass sie etwa gut genutzt worden sind zu ihrem vollen Potenzial. Das ist für mich ernst. Shark Tale ist das Paradebeispiel für das, was viele denken unter einem DreamWorks-Film. Er versucht viel zu hart mit seinen Witzen, er versucht viel zu hart edgy rüberzukommen, er versucht viel zu hart mit seinen Parodie-Aspekten und Parodie-Szenen. Er hat Celebrity Voice Cast bis zum Ende. Ich meine, Will Smith als Oscar ist wirklich eine geniale Figur, Stimme oder sowas. Und fucking Martin Scorsese, ja, Scorsese, Regisseur für Klassiker wie Taxi Driver, King of Comedy und so weiter, leiht hier eine Stimme. Wie DreamWorks das geschafft hat, ich habe keine Ahnung. Generell, dieser Film fühlt sich an wie ein Hotspot aus vielen Ideen, vielen kreativen Versionen, aber irgendwie am Ende des Tages kommt nicht etwa wirklich was eigentlich raus. Und die Designs sehen auch einfach wirklich cursed aus. Selbst etwa für die Zeit sehen die ein bisschen fragwürdig aus und so gut mixen sie miteinander eher weniger. Ich meine, die Füße sehen ein bisschen zu realistisch aus im Vergleich zu den Haien, die dann doch ein wenig mehr cartoony aussehen und generell die Art Direction hier fühlt sich ein wenig confused an und generell die Animationen sind auch nicht so doll. Und dennoch ist dieser Film deutlich höher als viele der anderen Filme. Warum? Ganz einfach gesagt, Shark Tale ist ein Mess, aber es ist ein witziges Mess. Es ist einer dieser Filme, die sehr grauenhaft ist, die nicht wirklich witzig ist, aber wenn man sie auf ironische Art und Weise schaut, kriegt man dann doch viel Unterhaltungsfaktoren rein. Ich meine, der Film ist ein Mess. Der Film ist keine gute Parodie auf Mafia-Filme. Er versucht sein Bestes, er macht zumindest irgendwas mit seinen Parodien, was ich leider nicht über viele der anderen DreamWorks-Filme sagen kann, die leider irgendwie fast gar nichts da machen oder ein bisschen zu earnest das Ganze playen. Und im Vergleich zu einem Film wie Boss Baby oder Trolls oder hat der Film zumindest so einen Autounfall-Effekt zu sich. Es ist grauenhaft, man muss da nicht etwa zugucken, aber kann man irgendwie seine Augen nicht etwa davon weglassen. So würde ich am besten Shark Tale beschreiben. Ein abstruser, confuster, seltsamer, unlustiger Autounfall, der keinen Sinn ergibt wirklich und auch eine Message hat, die oben und unten nicht etwa wirklich viel Sinn ergibt und mich einfach nur fragen lässt, habe ich da was verpasst? Habe ich da irgendwas vermisst? Aber sowas, was auf eine Art und Weise eine Unterhaltung zu sich hat, auf eine Art und Weise keine Zeitverschwendung ist und definitiv ein Erlebnis ist. Ruby Gillman, Teenage Kraken oder wie auch hierzulande heißt, Ruby taucht auf, ist für mich die Definition eines okayen Films. Was meine ich damit? Nur kurz gesagt, ein okayer Film ist ein Film, der existiert und der ziemlich okay war. Aber das war's auch. Er war einfach nur okay. Man kann ihn einmal anschauen, dann vielleicht vergessen und vielleicht, wenn der mal irgendwann mal wieder erwähnt wird, dann denkt man sich, oh ja, ich habe den Film geschaut. Was passierte da nochmal? Der Film ist jetzt nicht per se vergessenswert. Er hat per se an sich interessante Ideen. Vor allem der visuelle Stil ist was Neues. Ich bin kein großer Fan von diesem visuellen Stil. Er wirkt für mich ein wenig hässlich, muss ich zugeben. Aber hey, ich kann definitiv den Intent appreciaten, dass man was Neues versuchen wollte bei DreamWorks. Er hat definitiv was zu sich. Und eine Slice-of-Life-Story mit einem Teenage-Kraken ist an sich eine sehr coole Idee, die für sich was ziemlich Cooles sein könnte, aber leider hier nicht wirklich etwa gut ausgenutzt wird. Klar, wir kriegen die typischen Kämpfe, die man von so einem Krakenfilm erwarten würde. Klar, wir kriegen das typische Slice-of-Life, das wir erwarten würden, aber es wird nicht so charmant oder so interessant einfach zugegeben. Viele der Dinge, die wir hier in diesem Film sehen, wurden in anderen Filmen schon mal gemacht und auch viel besser gemacht. Der Film ist ein wenig ein Klischee von sich selber und bietet nichts Neues oder findet das Rad nicht neu. Klar, ein Film muss nie ein Rad neu erfinden, aber die Execution ist so simpel, so okay ist, dass ich für mich und für meinen Teil eher mehr einfach nur kalt gelassen werde. Ich meine, hey, der Film ist okay, der Film hat sicherlich seine Fans, der Film macht eigentlich einen okayen, soliden Job mit all dem, was er mehr oder weniger versuchend zu machen, aber ich weiß auch nicht. Für mich
mich ist ein Film deutlich mehr interessanter, wenn er einfach nur schlecht ist oder komplett vergessenswert ist. So ein okayer Film ist für mich dann auch meistens eher mehr was gegen den Botten kommt, da es halt einfach nicht so viel zu sagen gibt zu einem okayen Film. Er bietet halt nicht so viel Pressmaterial, er bietet halt auch nicht so einen Erinnerungswertungsfaktor. Ich meine, man kann mal alles sagen über The Room von Tommy Wiseau. Es ist ein ziemlich grottiger Film. Man kann aber definitiv nicht sagen, dass er langweilig ist. Auch wenn man denkt, dass dieser Film komplett kacke ist, erinnert man sich an viele der Szenen, da sie einfach nur so abstrus und so dumm sind. Das habe ich leider bei Ruby Gillman absolut nicht. Joseph King of Dreams ist der einzige Direct-to-DVD-Film. Klar, wir haben Direct-to-Streaming DreamWorks-Filme oder quasi Direct-to-Streaming DreamWorks-Filme, aber das ist hier der einzige Direct-to-DVD-Film von DreamWorks. Und was für ein Film das ist. Joseph King of Dreams ist vermutlich einer dieser wenigsten missbrauchtesten DreamWorks-Filme überhaupt. Was ein wenig ironisch ist, denn so schlecht ist dieser Film nicht. Ist ein Meisterwerk oder ein Hirnsamen? Nein, aber ich mag ihn irgendwie. Und dabei hatte ich meine Sorgen über den Film. Alles, was ich über den Film gehört habe und allein das Poster, Cover, hat mir Sorgen bereitet. Aber als ich den Film mir angeschaut habe, muss ich zugeben, ja, das war eine sehr unterhaltsame Zeit. Der Film weiß genau, wie lang er sein soll. Und vermutlich ist es zu verdanken an seiner Natur als Direct-DVD-Film. Aber wirklich so viel zu auszunehmen habe ich an diesem Film nicht. Klar, das CGI sieht manchmal super dated aus. Aber gut, die meisten 2D-DreamWorks-Filme, selbst die High-Budget Ones, haben nicht so dolles CGI am manchen Stellen. Also kann ich das an Joseph wirklich vergeben. Die Dream-Sequenzen sind wirklich das große Highlight hier und fühlen sich auch sehr kreativ an. Man sieht mal auf jeden Fall, dass die Animatoren wirklich das gepusht haben, was sie etwa damit machen können. Die Storybeats sind sehr simpel gehalten und ich weiß jetzt nicht, wie akkurat dieser Film ist zu seiner besagten Bibelstory. Ich vermute mal jetzt nicht allzu akkurat, wenn wir mal von Prince of Aesop ausgehen. Aber deine Verfilmung zu einer Bibelstory, beziehungsweise ein religiöser Film, funktioniert ja relativ gut. Er fühlt sich nicht so an wie ein preachy Bibelfilm, wie viele andere Bibelmedias sich anfühlen können und was generell ein großes Problem ist mit Adaption zu Bibelgeschichten oder sonstiges. Kleiner Hinweis am Rande, ich bin jetzt nicht religiös, also nimmt all das, was ich sage, mit einem Grain of Salt. Ich bin jetzt auch nicht wirklich der Beste, über diese Themen zu sagen, aber ich denke mal, es ist ein wenig wichtig, das sich anzusprechen, vor allem, wenn wir mal von dem Source Material zu diesem Film ausgehen. Aber als Film funktionierte relativ gut. Es gibt Momente, die in der Narrative ein wenig klischeehaft sich wirken, aber am Ende wird es eigentlich gut gerappt ab, würde ich mal behaupten. Die Charaktere haben auf jeden Fall was zu sich. Der titelgebende Joseph als Filmcharakter ist ein wenig bland am manchen Stellen und ich hätte mir wirklich mehr gewünscht, dass wir am Anfang mehr von ihm kriegen, mehr eine Personality sehen. Aber gut, am Ende des Tages war das irgendwie der Sinn der Sache von diesem Film, uns langsam die Charakteristiken von Joseph zu zeigen oder wie er sich langsam verändert hat durch seine Reise, würde ich mal behaupten. Die 2D-Animationen sind manchmal sehr hit und miss, man kann man definitiv sagen, dass es ein Direct-to-DVD-Film ist. Immerhin ist das Basis jetzt hier nicht so dolle, aber sollte funktioniert der Film relativ gut. Das Madagascar-Franchise ist für mich ein sehr seltsames. Vor allem, wenn wir über die Filme reden, bin ich dann doch ein wenig zwiegespalten. Und für mich ist der schlechteste, beziehungsweise schwächste Madagascar-Film der zweite Teil. Ich finde die ganze Reihe, beziehungsweise die ganze Filmtrilogie sehr konsistent. Es gibt keinen wirklich schlechten Teil und ich kann definitiv Vorteile, also auch ein paar Nachteile in jedem Teil sehen. Aber fokussieren wir uns doch mal an diesen zweiten Teil. Ich weiß, für viele ist es das große Highlight dieser Trilogie und ich kann sehen, warum. Anders als zum Beispiel der erste Teil oder auch der dritte Teil setzt man den Humor deutlich mehr runter. Die Running Gags werden auch eher mehr weniger genutzt und man fokussiert man sich eher mehr darauf, eine doch mehr persönlichere Story für Max zu erzählen. Wir kriegen mehr von Max Familie zu sehen. Genauso kriegen wir auch ein neues Setting mit diesem Afrika-Setting, was wirklich wundervoll gestaltet worden ist und wirklich vieles zu sich etwa gibt. So ein eigenes Setting gibt etwa einen Film wie diesen hier wirklich eine eigene Identität und das kann ich generell über die meisten Madagaskar-Filme wirklich loben. Hier ist es auch keine Ausnahme. Der Film hat seine witzigen Momente zu sich, paar, wo man vielleicht etwas schmutzen muss, aber so wirklich, abseits von ein paar genialen Memes, ist dieser Film dann doch der wohl ernstere Madagaskar-Film. Was bizarr ist zu sagen, denn die Reihe ist dann doch eher mal eine dieser komödischen Reihen, wo man mehr sich etwa auf die Comedy statt auf die Charaktere fokussiert. Das ist nicht zu sagen, dass die anderen Madagaskar-Filme nicht ihre Charaktermomente haben, aber auf jeden Fall hier, wenn man mehr der Story-Typ ist, wird man auf seine Kosten kommen. Ich mag auf jeden Fall, dass man hier was anderes versucht hat im Vergleich zum ersten Teil, kann aber auch definitiv sehen, warum man das etwa nicht mehr so weiter vorgesetzt hat, wie man das hier gemacht hat. Madagascar 2 ist eine Oddity und ich kann verstehen, warum viele ihn vor dem ersten Teil bevorzugen. Vielleicht hätte ich ihn auch bevorzugt, wären die
die Stärke vom ersten Teil nicht so stark, wie sie sind. Aber als solches ist dieser Film ein sehr solides, wenn nicht sogar ein sehr gutes Sequel, was ein wenig mehr die Ernsthaftigkeit zur Madagascar-Franchise bringt. Wisst ihr eigentlich schon, dass DreamWorks einen Sinbad-Film gemacht hat? Ja, die Story, die vermutlich die ein oder anderen schon kennen oder zumindest irgendwas davon gehört haben. Ja, DreamWorks hat ihre eigene Version darüber gemacht. Meine Güte, die eigene Version funktioniert relativ gut, muss ich zugeben. Ist es ein perfekter Film? Absolut nicht. Aber ich kann da viel mehr Positiveres sehen, als ich das zunächst etwa bedenken würde. Zuerst mal eine Sache vorweg. Es ist ein 2D-DreamWorks-Film, was eine Rarity ist leider und wirklich schade ist, denn die 2D-Animationsfilme von DreamWorks waren wunderschön meistens. Aber ja, reden wir doch mal über diesen Film als solches. Nun, es ist ein typischer Abenteuerfilm. Was müsste man denn auch etwa erwarten von einer Sinbad-Adaption? Es ist ein Abenteuer, also muss es natürlich ein Abenteuerfilm sein. Und der Film macht auf jeden Fall nichts etwa neu. Wir haben diese typischen Beats, wo Sinbad und jemand anderes mehr oder weniger auf die Suche gehen mit einer Truppe an skurrilen Figuren und mehr oder weniger auf verschiedene bizarre Kreaturen, Monsters oder auch Serien und so weiter und so weiter. Viele davon sind etwa im CGI animiert. Das CGI ist wirklich schlecht gealtert und nicht wirklich gut etabliert in den 2D-Animationsfilmen von DreamWorks. Natürlich ist es in der Regel wirklich schwer, 2D-Animationen und 3D-Animationen sehr gut zu verbinden. Und es gibt ein paar wirklich große Ausnahmen dafür, die das wirklich ziemlich genial gemacht haben. Beispielsweise Invader Zim. Das ist eine wirklich perfekte Vermischung, Verhaltung dieser zwei Stile. Leider kann ich das etwa bei Sinbad hier leider wirklich nicht sagen. Generell die 2D-Animations-DreamWorks-Filme suffern dann von wirklich sehr stark. Aber es ist ein unterhaltsamer Film. Ich meine, es ist kein Film, wo ich sagen würde, schaut ihn euch unbedingt an. Selbst wenn ihr die größten Sinbad-Fans seid. Aber es ist halt auch kein Film, wo ich sagen würde, nein, schaut ihn euch nicht an. Das ist eine Zeitverschwendung. Es ist ein unterhaltsamer Film. Ich finde die Love Story geforst, sehr unnötig und teilweise auch ein wenig, ich bin wirklich kein großer Fan, wie man das gemacht hat. Mussten wir das wirklich sehen? Ich weiß ja nicht. Ich muss auch zugeben, dass Sinbad als Main-Figur hier, zumindest diese Interpretation von Sinbad, jetzt auch nicht wirklich überzeugend ist. Man müsste diesen Arschloch-Typ etwa machen, der aber likable ist. À la Han Solo zum Beispiel. Das funktioniert leider aber nicht. Und so wirkt Sinbad an manchen Stellen einfach nur zu petty oder zu kindisch oder zu idiotisch teilweise. Aber hey, die Socken ist wundervoll und auch wirklich sehr, sehr fluid animiert. Vermutlich die beste animierte Figur aus diesem ganzen Film. Frag mich nur warum. Aber ja, Sinbad ist eine unterhaltsame MacGuffin-Suche mit zwei nicht wirklich etwa so dollen Leads, die diesen Film wirklich runterbringen. Wären diese Leads etwa interessanter, wäre die Romance interessanter auch noch, dann wäre der Film deutlich, deutlich higher. Aber als solches ist es für mich der schwächste 2D-DreamWorks-Film. Ja, es ist nicht verwunderlich. Kommen wir doch einfach mal zum nächsten Teil, Madagascar 3. Persönlich sehe ich zwar den zweiten Teil teilweise ein wenig besser an, aber ich muss zugeben, ein paar der Stärken von diesem Teil heben ihn dann doch ein wenig mehr hinüber, über den zweiten Teil. Zwar mochte ich ja mehr, dass man diesen zweiten Teil in die ernste Route gesetzt hat, aber so doch ist Madagascar für mich eher mehr am besten, wenn es etwa eine pure Comedy ist. Und der dritte Teil ist das für den großen Teil auch. Natürlich gibt es schöne Charakterentwicklungen oder Charaktermomente, beispielsweise wenn die Tiere, also unsere Truppe rund um Martin, Max und so weiter, zum Park wieder zurückkehren, aber realisieren, dass sie nicht dahin gehören und dann wieder etwa zum Zirkus gehen müssten. Aber leider ist das große Problem hier der Zirkusplot. Viele Animationsfilme mit anthropomorphischen Tieren haben irgendwie diese eine Secret-Trope, wo sie etwa zum Zirkus gehen oder zur Zirkustruppe werden. Warum? Ich habe keine fucking Ahnung warum. Aber es ist eine Trope, die öfters mal passiert, als ihr zuerst denken würdet. Und Madagascar 3 ist definitiv vermutlich die beste Version von dieser Trope, die mir gerade etwa im Sinne kommt. Sicherlich gab es bestimmt eine bessere Version davon, aber hey, ich nehme das, was ich kriege. Ich bin wirklich kein großer Fan von dieser Trope oder dieser Story-Idee. An sich ist es eine nette Idee, an sich ist ein Zirkus-Setting ziemlich solide und kann spaßig sein, aber die meisten Animationsfilme mit einem Zirkus-Setting sind dann doch auch irgendwie besser. Generell, Madagascar 3 lässt mich dann doch ein wenig schwach rüber. Die Charakterdesigns der Menschen zum Beispiel sind ziemlich schwach und definitiv paar der schwächsten aus dem ganzen DreamWorks-Katalog. Aber hey, dafür ist der Film ziemlich witzig an manchen Stellen. Wirklich, die Comedy wird ein wenig hochgestellt, vielleicht ein Ticken zu hochgestellt, aber für mich ist dieser Film dann doch ein wenig witziger als der zweite Teil und dadurch ein wenig unterhaltsamer. Was der zweite Teil gegangen ist natürlich ambitionierter und an manchen Stellen applaudiere ich diesen Teil ein wenig mehr als diesen dann doch teilweise generischen dritten Teil. Aber hey, ich mochte ihn ein wenig mehr. Natürlich gibt es einige Filme, die sich etwa von meinem Artman-Ranking
wiederholen. So auch dieser Film Flushed Away. Flushed Away, ich habe so eine gute Weile über diesen Film in meinem Artman-Ranking geredet, also hatte ich mich mal ein bisschen kurz hier. Ist ein charmanter, unterhaltsamer und teilweise auch ein sehr underrateder Film. Mit guten Animationen, mit ein paar wirklich guten Setpieces und ein paar guten Action-Momenten. Und generell ist es ein sehr unterhaltsamer Film. Nur das große Problem ist hierbei die Klischees, die ein wenig repetitive und ermüdend sein können. Was meine ich damit? Nun, es gibt hier zum Beispiel die typische, unser Main-Charakter lügt über was und dann kommt die Lüge heraus und dann haben wir etwa einen Split im zweiten Akt und dann kommen die Charaktere wieder zusammen, um dem Main-Charakter zu helfen, weil sie ihn doch am Ende mögen. Und diese Trope klingt auf den ersten Blick ein wenig seltsam, aber passiert viel zu viel in vielen Filmen. Manchmal kann es funktionieren, manchmal ist es passabel, in diesem Film ist es dann doch ein wenig nervig. Und es ist wirklich schade, denn dieser Film war bis zum Zeitpunkt, bis dieser bestimmte Moment kam, wirklich unterhaltsam und ich hätte ihn vielleicht sogar höher geratet als manche der Artman-Dreamworks Co-Produktion, wäre es nicht einfach für diese Klischeehaftigkeit. Die Klischeehaftigkeit ist wirklich das Große, was mich hier stört. Denn ansonsten sehe ich nicht etwa, was wirklich falsch ist mit diesem Film. Runden wir doch mal dieses Ranking ein wenig auf mit den letzten Madagaskar-Teilen. Ja, ich habe alle Madagaskar-Filme mehr oder weniger hintereinander gerankt. Aber gehen wir doch mal back to the roots, gehen wir doch mal zum allerersten Film. Für mich ist Madagaskar 1 der beste Madagaskar-Film. Zumindest von der Main-Reihe. Zu den Spin-Offs kommen wir später. Madagaskar 1 weiß genau, was es sein will. Madagaskar 1 ist sehr simpel, aber auch sehr effektiv. Manche würden vielleicht behaupten, zu simpel. Ich würde eher weniger behaupten. Natürlich eine Comedy mit einer mehr komplexeren Story kann sehr unterhaltsam, manchmal auch sehr gut sein, je nachdem wie gut es funktioniert. Aber eine Comedy wie Madagaskar braucht eigentlich nur eine sehr simple, effektive Story, um seinen Punkt etwa reinzubringen. Der Film müsste an sich einfach nur Lacher bringen und das schafft dieser Film absolut. Ja, er hat nicht die beste Story von dem Madagaskar-Film, das wäre Teil 2. Ja, er hat nicht die besten Animationen der Madagaskar-Filme, das wäre der dritte Teil. Aber eine Sache, die er vor allem anderen Teilen hat, ist die Comedy. Die Comedy ist hier am besten. Anders als beim zweiten Teil ist sie nicht underused, anders als beim dritten Teil ist sie nicht overused. Man weiß mal genau, wie man die Comedy etwa setzt. Und auch wenn nicht jeder Joke etwa ein Brüller ist, kann ich zumindest etwa den Intent vieler der Jokes wirklich etwa wertschätzen. Und natürlich hat es auch was Besonderes zu sich, wie all diese Figuren zum ersten Mal introduced werden. Vielleicht spricht auch etwa die Nostalgie hier, aber ich mag einfach dieses Dschungel-Setting am allermeisten. Das hat etwas cozy zu sich, was ich am allerliebsten mag, wenn wir mal die anderen Settings der anderen Filme uns anschauen. Vielleicht ist das auch einfach nur eine Ich-Sache, aber naja, ich mag auf jeden Fall dieses Dschungel-Setting vor allem am meisten. Und generell, die Animationen sind zwar sehr early 2000, aber haben was sehr Charmantes zu sich. Vor allem, wie wir etwa diese Madagaskar-Main-Gruppe mehr oder weniger designt haben. Wir haben zum Beispiel Max, der least favorite Charakter aus dieser ganzen Reihe ist, aber hier vor allem funktioniert. Ich denke, dass dieser Film das Beste aus ihnen herausholt, was ich leider über die anderen Teile weniger sagen kann. Wir haben auch natürlich Martin hier, seinen Zebra-Freund, und diese Freundschaft spielt hier deutlich mehr eine Rolle als bei den späteren Filmen, was schade ist meiner Meinung nach, denn die Freundschaft ist wirklich dieses Herzstück dieses Films. Wenn es etwa ein Herzstück der Madagaskar-Filme gibt, zumindest beim ersten Teil, wäre es natürlich die Freundschaft zwischen Martin und Max. Schade, dass die irgendwie ein wenig untergegangen ist. Auch die anderen zwei unterhaltsam, auch wenn sie jetzt nicht etwa so memorable sind. Ich mag Gloria, aber sehe ich jetzt auch nicht etwa der allzu komplexeste oder interessanteste Charakter. Aber hey, ich mag sie. Und die Giraffe ist manchmal ein wenig zu nervig und generell kann ich die Giraffe sehr stark im Friendship mehr oder weniger bemängeln. So sehr, dass ich vergessen habe, was sein Name ist. Sorry, Giraffe aus Madagaskar. Das ist nichts Persönliches. Oder vielleicht ist das was Persönliches. Mr. Peabody und Sherman ist einer dieser DreamWorks-Filme, die für mich eine holprige Reise gehabt haben. Denn für eine lange Zeit dachte ich wirklich, dass ihr Film brillant in vielen Aspekten ist. Jetzt stehe ich ein wenig negativer zu diesem Film als ursprünglich, denke aber immer noch, dass dieser Film sehr unterhaltsam ist. Aber kommen wir doch mal zu meinem Problem als Adaption der Shorts von Mr. Peabody und Sherman aus der 60s Jahren, die ich mir ein wenig angeschaut habe, um es mal ein bisschen genau zu vergleichen als Adaption eben, muss ich leider zugeben, dass er leider da nicht etwa so gut punktet. Die originalen Shorts haben wirklich ein gutes Timing mit ihren Jokes und ihrer Joke-Delivery. Das fehlt ein wenig in Mr. Peabody und Sherman, denn auch wenn es etwa ein paar gute, witzige, amüsante Jokes gibt hier, muss ich zugeben, dass das Timing jetzt auch nicht etwa brillant ist oder die Gagrate die beste ist. Natürlich am Ende des Tages ist diese Filmadaption ein wenig anders in vielen Aspekten und hat andere Ziele. Dennoch hätte ich mir da
ein wenig mehr die Jokes von der originalen Version ein wenig mehr da gewünscht. Genauso muss ich auch sagen, dass Shermans Love Interest, warum hat er überhaupt ein Love Interest? Ist er nicht irgendwie 10 oder sowas? Auch mir einfach die Nerven geht. An sich wächst sie ein über den Laufe des Films, aber schon vom Start her ist sie nicht etwa der beste Charakter und dann doch etwa eine nervige Edition. Es fühlt sich so an, als hätten die Filmemacher nicht darüber gedacht und müssten etwa diesen Love Interest in der letzten Minute irgendwie reinquetzen oder auf der nervigsten Art und Weise reinquetzen. Und es funktioniert auch einfach nicht für mich. Der Charakter ist nicht charmant, zwar ist die Performance solide und es gibt ein paar okay Szenen mit ihr und Sherman und den ganzen anderen Cast, aber dennoch, warum ist dieser Charakter da? Was der Film aber richtig macht, ist der Punktus Charme. Der Film sprüht einfach nur von so viel Charme aus. Die Animationen haben was Charmantes an sich und ich mag auch, wie man es hier gemacht hat, wie man die Designs von Sherman und Peabody adaptiert hat in 3D aka CGI ist wundervoll sich anzusehen. Genauso ist auch etwa der Bond zwischen den beiden wirklich schön. Es gibt zwar seltsame Ideen darüber, wie man das gemacht hat, vor allem Punkte, wenn Sherman sein Love Interest etwa auf die Hand beißt. Ja, das passiert in diesem Film. Generell, dieser Subplot am Anfang, kein großer Fan davon. Wenn wir aber zum Time Travel Kram kommen, dann funktioniert der Film wirklich gut. Man setzt mal auf ein paar ikonische, historische Figuren, die fast jeder kennt und auch auf ein paar Deep Cuts. Im Punkte Jokes gibt es auch da ein paar sehr amüsante Dinge. Was man da einfach macht mit der Zeitreise hier, ist kreativ und charmant auch einfach nur und sehr spaßig sich einfach anzuschauen. Ich bin ein Sucker für Zeitreisen-Stories, also hat mich der Film sowieso etwa gewonnen, aber was man hier macht, ist wirklich sehr solide. Und auch das Ende hat etwa ein paar sehr schöne emotionale Momente, denn der Film lebt auf jeden Fall von seiner schönen Chemistry zwischen Mr. Peabody, also den Hundcharakter, und Sherman, die einfach wirklich etwa einen wunderschönen Band haben, wie gesagt. Mr. Peabody und Sherman ist zwar keine perfekte Adaption, versteht auf jeden Fall aber ein paar der wichtigsten Aspekte des Originals und macht auf jeden Fall für sich ein paar Dinge sehr eigen, auf einer guten Art und Weise, auch wenn ein paar der anderen Dinge denn doch ein wenig flach fallen. Who's Toost, der Love Interest, Who's Toost. Puss in Boots oder auch der gestiefelte Kater 1. Wir haben ein Sequel, zu dem wir später kommen, was fantastisch ist, aber reden wir erstmal über den ersten Film. Der erste Film ist für viele ein sehr vergessenswerter Film. Ein Film, der von vielen Leuten mehr oder weniger aus der Schrecksaga meistens ignoriert oder einfach nur vergessen wird. Und das finde ich ein wenig schade, denn klar ist Puss in Boots 1 kein origineller, groundbreaking, jaw-dropping Film. Aber für mich ist Puss in Boots 1 der perfekte, solide Film auf dieser Liste. Wenn wir zu diesem Film kommen, dann wisst ihr genau, dass wir im guten Tier sind von den DreamWorks-Filmen. Hat Puss in Boots 1 seine Probleme? Oh boy, hat es. Denn Puss in Boots in seinem Core ist ein Film, der mehrere Fairy Tales remixt und die dabei sehr ernst. Das per se ist sehr solide und wird auch sehr okay für die meisten Teile gemacht, aber ist die komplette Antithese zu Shrek. Ich respektiere zwar, dass man eine komplette Antithese zu Shrek gemacht hat und ich denke, dass diese Idee auch refined worden ist später mit dem Sequel, aber hier, ich bin zwiegespalten. Irgendwie funktioniert es auch nicht. Die Action ist wundervoll hier zu sehen und bietet ein schönes Western-Feeling zu sich. Humpty Dumpty und auch die anderen Side-Characters machen Spaß und sind sehr unterhaltsam. Und ich mag vor allem auch die Szene, wo Humpty Dumpty mehr oder weniger revealt, dass er überall da war, dass er hinter allem steckt. Das war eine wirklich schöne Szene. Ich verstehe zwar, dass wir etwa für den Bond zwischen Puss und Humpty Dumpty was führen sollen, aber leider so wirklich führen tue es da nicht wirklich was. Was schade ist, denn ich sehe da Potenzial, auch wenn dieses Pairing sehr absurd und ein wenig bizarr ist, muss ich zugeben. Ich meine, Humpty Dumpty und der gestiefelte Kater. Ein bizarres Combo-Ding, aber irgendwie funktioniert's hier. Der Film ist für mich sehr charmant und vielleicht sehe ich diesen Film ein wenig besser an durch diese Charmanthaftigkeit. Die Animationen sind natürlich ein wenig dated, aber passen sehr gut in die Shrek-Welt und haben auch was sehr Cartooniges an sich. Es fühlt sich so an, als würde man den ersten Schritt in die mehr cartoonigere Richtung mit den Shrek-Franchise hier machen. Aber ja, was bleibt mir hier zu sagen? Manche Aspekte dieses Films lassen mich ein wenig kalt, aber als solches, als Ganzes, lohnt er sich zumindest einmal sich anzusehen. Vermutlich verärgere ich viele, wenn ich etwas sage, dass der B-Movie hier auf diesem Platz ist. Er ist ziemlich hoch und da wundert ihr bestimmt euch warum. Nun lasst es mich erklären. Der B-Movie ist einer der wunderschönsten Shitposts überhaupt. Ich weiß, DreamWorks hat schon einige shitposthaftige Filme gemacht, aber der B-Movie killt es auf jeder Liga. Die Charaktere fühlen sich so seltsam
an. Diese eine Biene, die Hauptfigur, hat eine Beziehung mit dieser Frau namens Vanessa. Und da gibt's auch noch den John Goodman Anwalt, der ziemlich witzig ist und auch sehr quirky ist. Da gibt's auch noch den einen Charakter, gesprochen von Patrick Warburton. Und genauso ist auch die Animation vom B-Movie wirklich was Besonderes. Ich mag die Designs der Bienen. Es gibt auch eine witzige Parodie auf das Winnie Pooh Franchise. Was für ein wunderschönes Fuck you an Disney. Hahaha. Aber ja, seien wir mal ernsthaft. Warum ist B-Movie so hoch? Also, ich weiß, vermutlich lachen mich manche aus deswegen, aber ich finde B-Movie ist so ein wunderschöner Shitpost-Film. Kann ich den Film ernst nehmen? Nein. Kann ich den Film in einer Ambition ernst nehmen? Nein. Aber kann ich etwa gut über den Film lachen? Ja. Kann ich mich gut etwa über den Film unterhalten? Ja. Und am Ende des Tages ist das nicht das, was etwa ein guter Film machen soll. Ich weiß, der B-Movie ist kein guter Film. Er wird auch nie ein guter Film sein. Egal wie ich das drehe, egal wie sehr ich das mime. Aber für mich ist der B-Movie genau das perfekte Trashige, was ich so stark manchmal liebe. Es ist Trash pur und pur. So viel Trash, dass man vielleicht etwa darüber kotzen müsste. Aber so viel Trash, dass es auch wieder schon unterhaltsam ist. Klar ist der B-Movie absurd. Klar ist der B-Movie dumm. Aber der B-Movie ist für mich das perfekte Dumm. Wunderschönes Dumm. Das Dumm, was du nur einmal im Jahre kriegst. Das Dumm, was aus Versehen passiert. Das Dumm, was man vielleicht etwa nicht machen wollte, aber aus Versehen ausgebrochen ist. Das genaue Dumm. Der B-Movie ist ein dummer Film. Aber ein verdammt fucking unterhaltsamer dummer Film. Heutzutage gilt Blade Runner, der originale Film, als ein Klassiker unter den zahlreichen Sci-Fi-Filmen. Ein unvergessener Kultfilm, der für viele einer der besten ist. Als er aber erschienen ist zu seiner Originalzeit, war der Film ein Misserfolg und auch unter den Kritikern war er nicht so dolle. Das liegt aber daran, weil die Kinoversion eine sehr anderweitige Version ist, mit Narration von Harrison Ford, der es nicht mochte und seine monotonste Stimme gegeben hat. Wieso erwähne ich das in einem Ranking über DreamWorks? Nun, ironischerweise würde ich behaupten, dasselbe ist ein wenig passiert mit Spirit. Denn auf der einen Seite ist Spirit eine visuelle Pracht. 2D-Animationsfilme haben immer eine schöne Hook für mich und die meisten von diesen delivern wirklich. Und die DreamWorks 2D-Animationsfilme sind wirklich, wirklich gut. Leider, so gut auch Spirit in vielen Aspekten ist, finde ich, dass Spirit von einer Sache groß ruiniert wird. Matt Damon. Ich habe nichts gegen den Typen, ein solider Schauspieler. Aber man hat mal diese sehr bold Entscheidung gemacht, diese Pferde nicht sprechen zu lassen und einfach das Visuelle für sich sprechen lassen, ihre Expressen für sich sprechen lassen. Aber dann hat man etwa mehr oder weniger gesagt, fuck it, holen wir doch mal Matt Damon, der jeden Gedanken dieses Pferdes ausspricht. Und so fühlt sich das an und so ist es auch. Denn auch wenn visuell wir eine Pracht sehen, denn auch wenn die Geschichte rund um dieses Pferd eine wunderschöne ist mit vielen schönen Twists und Turns, mit vielen wundervollen Momenten, so doch werden viele von diesen untermauert von einer nicht so dollen Narration, die wirklich nicht nötig ist. Denn man merkt mal, der Film wurde nicht konzipiert mit dieser Narration. Man merkt mal, dass diese Narration ganz, ganz spät gekommen ist und auch einfach unnötig ist, finde ich. Filme sind etwa ein Medium, die mit einem Grund diesen Titel bekommen haben, So Don't Tell. Und hier macht mal das Gegenteil, dass wir mehr oder weniger alles erzählt bekommen. Wenn es doch etwa so schön gewesen wäre, wenn dieser Film einfach die Geschichte dieses Pferds verfolgt hätte, ohne unnötige, langweilige und nicht so dolle Narration darüber zu legen. Wirklich, das ist das Enttäuschendste an diesem Film. Denn als solches ist dieser Film wirklich brillant und wirklich gut gemacht und die Story ist auch einfach wirklich gut erzählt. Auch wenn etwa der Dialog etwa fast kaum existent ist, abseits von unseren Menschencharakteren. Und dann macht man das. Spirit ist wirklich ein komischer Fall für DreamWorks. Allein schon wegen seiner komischen Legacy mit der Netflix-Show und diesem Netflix-Animationsfilm, den ich absolut nicht mochte. Aber solches, Spirit, guter Film, grandioser Film, aber frustrierend. Wirklich, wirklich frustrierend. Und ich habe fast vergessen, es gibt auch noch Musical-Scenes hier. Es ist ein Musical, I guess. Kein gutes Musical, weil diese Songs auch einfach nicht etwa richtig in einem Kopf bleiben oder auch wirklich schön sich anzuhören sind. Bin wirklich kein großer Fan davon. Und sie sind auch wirklich vergessenswert, zugegeben. Anyway, zum nächsten Platz. Ich glaube, ich verwundere niemanden, aber ich finde, die Pinguine aus Madagaskar ist ein wundervoller
Spin-off wird. Besser als die Main Madagaskar-Trilogie. Sorry Madagaskar-Fans, aber ich bin irgendwie kein großer Fan von der Madagaskar-Trilogie. Zwar hat dieser Film an manchen Stellen deutlich mehr Schwächen als die Madagaskar-Trilogie, vor allem im Vergleich zum ersten Teil ist der Humor dann doch ein wenig repetitive und teilweise ein wenig gedumped-downed, würde ich mal behaupten. Aber was es für im Humor leckt, macht es etwa aus in geniale Action. DreamWorks ist kein Stranger, wenn es um geniale Action-Scenes geht. Ich meine, schaut euch die Kung Fu Panda-Filme an oder auch die How to Train Your Dragon-Filme an. Und auch wenn es nicht etwa auf diesem Level ist es einer meiner absoluten Lieblingsfilme von DreamWorks, wenn es um die reine Action geht. Die Action ist genial, die Action ist Dynamik, die Action macht einfach nur Spaß hier. Was man etwa hier alles macht mit den pionierenden Agenten-Pinguine, ist wundervoll sich anzusehen. Und das Konzept ist an sich einfach nur bonkers. Und man sieht auch einfach nur, dass die Story das weiß und damit einfach Spaß hat. Die Story war es, dass wir uns hier anthropomorphische Pinguine verfolgen, die Geheimagenten sind und weiß genau, wie man bonkers damit zurückschlagen kann. Die anderen Agentenfiguren, die wir hier kriegen, sind leider nicht wirklich etwa sehr überzeugend. Jetzt nicht nervtötend, aber jetzt auch ein wenig vergessenswert. Aber hey, Benedict Cumberbatch spricht ein von denen. Also, ja, ist das etwas. Der Joker dagegen ist zwar nicht der komplexeste und interessanteste DreamWorks-Joker. Immerhin gibt es etwa eine gute Rogues Gallery mit den DreamWorks-Filmen. Aber ich würde etwa lügen, wenn ich sagen würde, dass er was Charmantes zu sich hat und in dieses schöne Mitte hier von DreamWorks-Filmen schränkt. Nicht genial, aber unterhaltsam. Was es eher weniger mag, Leute, ist, dass man auch hier wieder versucht hat, emotionale Beats zu machen. Ähnlich so wie beim Boss Baby. Ist es zwar Nope an sich und kann theoretisch funktionieren, aber es sind die Pinguine aus Madagaskar. Die Pinguine aus Madagaskar. Die brauchen kein Drama. Weg mit den Dramen, mehr Action. Ich meine, Dramen kann gut funktionieren mit den Pinguinen aus Madagaskar. Ich meine, die Nicktoons-Serie beweist das manchmal. Aber die ist auch nicht etwa so tiefgründiges Drama. Ich hätte mir da mehr gewünscht, dass man etwa die Comedy ein wenig mehr geflasht out hätte. Wenn das etwa mehr geflasht out hätte, dann wäre der Film wirklich, wirklich viel höher für mich. Aber so ist das ein sehr unterhaltsamer, spaßiger Actionfilm. Wenn ihr dieses Video chronologisch oder in ein Watch schaut, dann habt ihr bestimmt euch das Flusseray-Segment schon angeschaut, was ein paar Plätze hinweg geht, wo ich mich beschwert bzw. gejammert habe über eine bestimmte Trope, die Lyra-Real-Trope, die ich auch in vielen anderen Videos schon oftmals bemängelt habe. Es ist einfach nur eine sehr klischeehafte, nervige Trope, die mich ermüdet langsam. Und Second Run, der nächste Co-Produktionsart von DreamWorks-Film, ist leider auch geplagt von dieser Trope. Aber überraschenderweise ein Twist, den ich nicht etwa kommen sehen könnte, finde ich, dass die Trope hier solide umgesetzt worden ist und mich nicht nervt. Was ein Schocker. Auf der nicht so schockierenden Art und Weise muss ich sagen, dass Second Run immer noch ein Banger ist. Ein charmanter und sehr dynamischer Film. Ich meine, die Stop-Motion-Animation und die Charakter-Movements sind einfach nur fluid as fuck. Vermutlich der vielleicht beste Artman-animierte Film. Ich meine, die Environments sind wundervoll, die Character-Movements sind einfach nur genial. Und generell, wie man etwa diese Action hier umsetzt, ist einfach nur sehr, sehr spaßig und sehr, sehr unterhaltsam. Auch so wie bei den anderen DreamWorks Artman Co-Produktionen hatte ich mich hier kurz, weil ich schon über diese Filme lang geredet habe. Aber was gibt's noch zu sagen über Chicken Run, was nicht gesagt worden ist? Es ist ikonisch. The Road to El Dorado ist vielleicht nicht der stärkste 2D-animierte DreamWorks Animation-Film, aber meine Güte, wenn er punktet, dann punktet er wirklich sehr stark. Aber kommen wir doch mal zu meinem ersten großen Gripe mit diesem Film, beziehungsweise in den einzigen großen Gripe. Die Story ist nicht etwa die allerstärkste. So sehr sie auch unterhaltsam ist, so sehr sie etwa auch gut fungiert, größtenteils, so sehr bin ich etwa nicht der größte Fan, wie man etwa es executed im zweiten und dritten Arc. Was ich mir nicht weiß, es gibt immer noch ein paar nette Entscheidungen, ein paar nette Twists und Turns, zum Beispiel wie man die Lyra Wheeltrop auf sich umdreht, das fand ich sehr nett, aber zugegeben, die Story ist etwa der große Weakling dieses Films. Keine schlechte Story, aber eine Story, die manchmal sehr flach sein kann und manchmal nicht so exciting sein kann. Vor allem, wenn es um beispielsweise das Tournament ging, war ich eher weniger der größte Fan davon. Wo der Film aber punktet, sind seine wundervollen, farbehaften 2D-Animationen. Die Backgrounds sind wundervoll. Elton Johns Soundtrack und wie man etwa das Musical hier intrigiert, ist fantastisch. Einfach nur. DreamWorks ist zwar etwa die Firma, die sehr bekannt ist dafür, dass sie das Anti-Disney sind, aber The Road to El Dorado ist in vielen Aspekten ihr Take an den klassischen Disney-Musical aus der Disney-Era
Renaissance. Sehr bissig, manchmal sehr adult, aber meine Güte, es macht Spaß und die Musik ist einfach nur fahrbar. Man kann nur schwer etwa mit Elton John in einem Animationsfilm fehlen. Telio, Miguel und Cell, unsere 3 Hauptfiguren, sind fantastisch und vor allem die Freundschaft zwischen Telio und Miguel ist wundervoll sich anzuschauen. Cell ist ein spaßiger Charakter, der so einiges zu sich hat und auch einfach eine interessante Dynamik reinbringt als ein Trio zwischen den 2 Freunden. Und generell die Charaktere tragen diesen Film so sehr. Charmant, einfach nur gute Performances, spaßig, unterhaltsam, einfach nur ein Blast sich anzuschauen. Der Film ist unglaublich unterhaltsam, einfach nur. Captain Underpants ist für mich einer dieser Filme, wo ich etwa mir nicht wirklich etwa viele Hoffnungen oder Erwartungen gehabt habe. Ich habe ihn einfach mir angeschaut, beziehungsweise gedacht, hey, wieso nicht? Ich habe sowieso nichts Besseres zu tun und war wirklich erblüfft, wie gut und wie spaßig ich diesen Film fand. Natürlich ist dieser Film an manchen Aspekten nicht wirklich was für mich. Der Pipi-Kaka-Humor ist zwar hier wirklich gut genutzt und absolut nicht fehl am Platze, immerhin ist das ein großer Teil des Source Materials und es gibt ein paar wirklich clevere Jokes abseits davon, aber leider ist es so einer dieser Humorarten, die mich leider manchmal, beziehungsweise meistens, wirklich kalt lässt. Es gibt ein paar wirklich gute Jokes hier und ich kann definitiv verstehen, warum viele Leute diesen Film absolut witzig finden. Vor allem für Fans habe ich etwa gehört, dass dieser Film perfekt sein soll, aber wirklich, der Humor lässt mich ein wenig kalt. Und wegen dem Humor setze ich diesen Film ein wenig weiter runter, auch wenn dieser Film fantastisch einfach nur ist. Ich glaube, ihr habt das schon ein oder das andere Mal gehört. Captain Underpants ist eine unerwartete, underrated Trimax-Adaption. Manche würden sogar behaupten, die beste Trimax-Adaption. Ich werde jetzt nicht so weit gehen, aber gut, ich habe das Source Material nur kaum bis gar nicht etwa gelesen, also kann ich jetzt auch nicht etwa so viel dazu sagen. Was ich aber dazu sagen kann, ist, dass Captain Underpants Samman allein schon die Kombination von seinem 2D- und 3D-Stil, was auf jeden Fall in den letzten Jahren sehr beliebt geworden ist, was wir natürlich den wundervollen Spider-Verse verdanken müssen, aber auch etwa den wunderschönen, underrateden Peanuts-Film von Blue Sky verdanken sollten, ist einfach nur wunderschön. Es translated etwa Comic Strip auf ein so schönes Level und ich wünsche mir, dass es mehr Filme gibt, die etwa so aussehen. Ich meine, der Spin-off-Film Dogman hatte diesen Stil auch, vielleicht sogar ein wenig refined, aber hier ist der Stil wunderschön und er wird auch wundervoll aiden, weil er so stilistisch ist. Stylized CGI-Animationen werden immer besser aiden als die eher mehr realistischeren, falls ihr versteht, was ich meine. Die Charaktere sind auch so charmant und unsere 2 Leads, die nicht nur etwa Leads von einem kuriosen, aber auch grandiosen Meme sind, haben so viel zu bieten. Der titelgebende Captain Underpants ist einfach nur so unterhaltsam. Der Film sprüht einfach nur Spaß aus und hat einen Schurken namens Professor Popo P. Pan. Was wollt ihr mehr davon haben? The Bad Guys 2 ist das typische Sequel. Größer, epischer in Scale und manche größeren Hürden für unsere Protagonisten. Und dennoch, auch wenn die Skates höher gesetzt werden, schafft es The Bad Guys 2 immer noch eine gute, charakterfokussierte Story zu erzählen mit sehr viel Spaß und denselben Charme des ersten Films. Zugegeben, man kann etwa den Charme des ersten Films meiner Meinung nach nur schwer etwa toppen und das schafft The Bad Guys 2 leider eher weniger, aber als Sequel ist es dennoch etwas sehr konsistent und bietet auch all die Qualitäten wieder, die schon der erste Teil wirklich gut von sich gegeben hat. Sei es nur die wundervollen Animationen, das wundervolle Voice Acting, vor allem von Sam Rockwell als Mr. Wolf, neue Charaktere, die Bad Guys etwa eine neue Hürde geben und sehr unterhaltsam sind, Weiterführungen von vielen unserer Charakteren aus dem ersten Teil, schöne neue Charakterzüge bzw. Charakterwege, einen unterhaltsamen Heist, der hier in diesem Film wirklich spaßig ist und viele schöne Twists und Turns hat und generell eine gute Zeit zu sich bietet. The Bad Guys 2 ist eigentlich das, was ich mir von einem Bad Guys Sequel erhofft habe. Unterhaltsam, immer noch gut in seinen Qualitäten und immer noch sehr spaßig mit neuen Ideen, die diese Welt ein wenig erweitert. Zugegebene Bad Guys ist für mich etwa ein Überraschungshit, wenn es darum geht, ein Dreamer-Franchise. Sind sie wirklich gedacht, dass das etwa zu einem Franchise geworden wäre, hätte es eher weniger. Ich meine, es hat so etwa Kurzfilme bzw. Specials gekriegt auf Netflix, die nicht so gut sind, aber hey, mal sich dennoch vielleicht anschauen kann. Die Animationen sind aber wirklich ein großes Downgrade, was nicht überraschend ist, aber schade ist. Der Climax hier ist wirklich bonkers und meine Güte, ich bin überrascht, dass sie den Climax des ersten Teils erhöht haben. Ich weiß nicht, was die etwa für einen dritten Teil machen würden, falls etwa ein dritter Teil jemals kommen würde. Aber der Weltraum und in Space war nicht etwa auf meiner Bingo-Karte für The Bad Guys 2. Unsere Schurken hier haben all ein gutes Design
Design und bieten auch alle eine schöne Dynamik mit den Bad Guys. Ich bin jetzt nicht etwa der größte Freund mit der Beziehung zwischen Mr. Snake und die Beziehung einer dieser Schurken, aber hey, es gab manche amüsante Gags da. Auch wenn der eine Gag mit "Oh, sie ist so böse, oh, sie ist so attraktiv", deswegen nach einer Weile ein wenig öde geworden ist für mich. Ich bin zugegeben ein wenig unsicher, wie ich mich etwa über das Ende fühle. Die Bad Guys als Geheimagenten klingt an sich eine unterhaltsame Idee und ich bin gespannt, falls jemals etwa ein dritter Teil kommen wird, was man daraus macht. Aber ich weiß auch nicht, das Ende hat mich etwa nicht komplett überzeugt. Was mich überzeugt hat, war aber der Endgag, wo etwa erstmal gedacht worden ist, dass die Bad Guys sich aufgeopfert haben, nur um etwa zu revealen, dass nein, sie etwa alles fein sind. Und was mir wirklich auch sehr stark gefallen hat, war, wie man etwa das Ende vom ersten Teil mit diesem zweiten Teil verknüpft hat. Dass die Bad Guys sich mehr oder weniger immer noch beweisen müssen, dass sie nicht mehr etwa böse Buben sind, war wirklich ein netter Tat zu sich. An manchen Tagen könnte vielleicht der Bad Guys 2 für mich ein Ticken besser sein als der erste Teil, aber fürs erste denke ich, dass dieser Teil ein Ticken besser ist, aber jetzt auch nicht etwa so weit entfernt ist von der Qualität des ersten Teils. Der Bad Guys ist für mich einfach nur ein perfektes Beispiel für eine spaßige Zeit. Es ist ein Film, der für den einen oder anderen sehr hoch steht oder sehr unten steht. Denn viele Dinge in The Bad Guys sind Dinge, die man schon irgendwo mal gesehen habt. Falls ihr etwa Filme mögt oder auch Animationsfilme einfach nur mögt und viele von denen gesehen habt, dann habt ihr bestimmt die ein oder anderen Dinge von The Bad Guys irgendwo mal in irgendeiner anderen Form gesehen. Das ist nichts Negatives, denn es gibt so viele Filme, so viele Serien, so viele Stories, dass viele Stories irgendwann mal auch ein paar Dinge sehr, sehr oft etwa nehmen. Per se nichts Negatives, aber manchmal kann es etwa nervig sein. The Bad Guys weiß es aber und nutzt etwa dieses Vorwissen, um etwa eine sehr unterhaltsame, kurzweilige und sehr gepacete Story zu erzählen. Das Pacing hier ist wirklich einfach nur impeccable. Zwar ist The Bad Guys ein sehr schneller Film, aber es ist nie so ein zu schneller Film, wo man sich denkt, ja, das hätte ein wenig mehr Zeit gebraucht oder vielleicht hätte man ein wenig mehr sich etwa das Zeit genommen. Nein, The Bad Guys weiß genau, wie man etwa Pacing etwa macht. Und das macht es auch bei einer sehr schnellen, aber auch sehr unterhaltsamen Art. Und unterhaltsam ist ein gutes Stichwort, denn The Bad Guys ist einfach nur so unterhaltsam. Sei es nun das Voice Acting, sei es nun die wundervollen Animationen, die natürlich war in dieser Periode von Spider-Verse, Peanuts, Captain Underpants gehen, aber immer noch ihr ganz eigenes Ding sind. Sei es nun in etwa der brillante Use an Color, sei es nun die charmanten Designs einfach nur, oder auch einfach nur all diese Charaktere. Natürlich die Charaktere ähnlich schon wie viele der Plotpoints hat man auf irgendeine Art und Weise schon mal gesehen, gehört oder sonstiges. Aber wie gesagt, Bad Guys ist clever enough, um zu wissen, wie man das etwa alles schön verpackt. Das ist wirklich das größte Lob, was es diesem Film geben kann. Denn auch wenn viele Dinge ein wenig typisch sind, vielleicht sogar ein wenig zu arg typisch sind für den einen oder anderen mittlerweile, so doch weiß dieser Film, wie man das etwa verpackt auf eine Art und Weise, wo man etwa nicht etwa angenervt ist. Selbst die ich oft etwa kritisieren würde, Trope, aka die Liar Reveal Trope, wird hier auf eine okaysten Art und Weise umgesetzt. Sie ist nicht perfekt, ich habe immer noch ein paar Probleme damit, aber es macht Sinn hier etwa im Kontext und fühlt sich nicht etwa so repetitive an, wie es typisch ist. Und auch ein paar der Twists und Turns sind wirklich unterhaltsam, einfach nur. Der Film lebt vor allem etwa von seinen Charakteren, sei es nun die titelgebenden Bad Guys, sei es nun unser Twist-Villain, sei es nun etwa die Side-Characters, die was Schönes dazu adden und so viel mehr. Der Film ist auf jeden Fall eine wundervolle, schöne, unterhaltsame Zeit einfach nur. How to Train Your Dragon 2 aka Drachenzähmen leicht gemacht 2 ist für mich der schwächste Teil dieser Trilogie, aber dennoch, bei diesem Ranking könnt ihr sehen, wie gut eigentlich diese Trilogie ist. Eine sehr konsistante, sehr qualitativ hochwertige Trilogie. Dieser zweite Teil ist für mich frustrierend, denn es gibt so einige Dinge, die ich wirklich an diesen zweiten Teil setze, liebe sogar. Und es gibt einige Dinge, die mich wirklich nerven. Auf der nervigen Seite haben wir die Side-Characters, die schon im ersten Teil jetzt auch nicht die dollsten waren. Die meisten von diesen sind eher mal Comic Relief oder haben irgendeine Rolle zu füllen und die meisten Comic Relief Gags von diesen sind einfach nicht für mich. Ich verstehe zwar, warum die da sind, um diese Filme dann doch ein wenig mehr für die Target Audience freudiger zu machen, I guess, aber für mich funktioniert das einfach nicht. Und hierbei setzt man auf sie deutlich mehr und dadurch ist es an manchen Stellen mit dem Ton her ein wenig inkonsistent. Und Tone Classes gibt's hier alle Male. Manchmal sind wir ein wenig zu goofy, manchmal haben wir ein bisschen lachhafte Momente, muss ich zugeben. Und dann haben wir wunderschöne, emotionale Momente über Hiccup, seine Familie und Co. Es gibt so einige Dinge, die ich an diesem Film eben setze. Der Schurke, unter anderem, auch wenn er ein starker Schurke ist
ist im Vergleich zu den vorherigen und auch Nachfolgerfilmen jetzt auch nicht der dollste. Er hat natürlich eine sehr bedrohliche Art und Weise zu sein und das macht ihn auch wirklich gut, aber irgendwie bleibt er auch einfach eigentlich im Kopf. Wenn man sich den Film anschaut, mag man ihn und findet ihn bedrohlich, aber nachdem und nach ein bisschen Nachdenken verliert man auch irgendwie den Faden um diesen Sorgen. Er ist per se nicht schlecht, ich kann auf jeden Fall eine interessante Mission mit ihm finden, aber so wirklich memorable ist er halt nicht. Aber dennoch, nach so vielen negativen Punkten, gibt es so einige Dinge, die ich wirklich an diesen Film setze. Und schon angeteasert, das wären etwa die emotionalen Momente, die Momente rund um Hiccup, rund um seine verstorbene Mutter, rund um seinen verstorbenen Vater, Spoilerwarnung übrigens, upsie. All diese Momente bieten so viele zu sich. Dass man so einen wichtigen Main-Character wie sein Vater von Hiccup tötet, ist wirklich eine bold Entscheidung für so einen Franchise, aber eine Entscheidung, die wirklich am Ende des Tages gut gepayofft ist. Und auch dieser ganze emotionale Chor, den man hier aufbaut, ist wirklich, wirklich gut. Wenn es eine Sache gibt, die etwa hier ein Herzstück ist in diesem Film, dann wäre es die emotionalen Beziehungen zwischen unseren Charakteren. Vor allem von Hiccups Familie, vor allem von seiner Mutter, wie die etwa reunited werden, oder auch seine Beziehung mit Toothless. Wundervolle Momente, die unsere Charaktere so gut charakterisieren, so gut zeigen. Leider gibt es auch etwa ein gutes Beispiel an diesen emotionalen Momenten, wo der Film mich ein wenig verliert. Denn zugegeben, an manchen Stellen weiß der Film halt einfach nicht, in welche Richtung er gehen will. Manche Szenen sind halt wirklich sehr goofy und ich habe nichts gegen goofy Szenen, aber im Ton dieses emotionaleren, dann doch größeren Film funktionieren die halt nicht. Und zugegeben, die Größe der Scale dieses Films ist was spaßig, aber dann auch ein wenig zu groß, muss ich zugeben. Es ist ein solides Sequel, kann aber die Höhen des ersten Teils für mich leider nicht übertreffen. Rise of the Guardians ist einer dieser Filme von DreamWorks, der nach einem Franchise schreit. Und dennoch ist das einer dieser Filme, die nie ein Sequel oder auch eine TV-Show bekommen hat. Dabei haben sogar die Croods eine TV-Show bekommen. Die fucking Croods. Anyway, ich weiß, es lag daran, weil Rise of the Guardians kein Box-Office-Hit war, was wirklich schade ist, denn dieser Film hat sehr viel Potenzial. Und ich rede nicht davon, dass dieser Film ein Sequel gebraucht hätte, um etwa Fragen zu beantworten. Nein, ich rede eher mehr davon, da die Welt so eine Reise ist. Das Worldbuilding ist hier wirklich mein Lieblingsaspekt aus diesem Film. Die Lore, die man hier aufbaut, die einzelnen Dinge, die man hier aufbaut, ist wirklich, wirklich interessant gemacht. Und kein Wunder, immerhin basiert es auf einer Bücherreihe, wenn ich mich nicht irre, die auf jeden Fall bestimmt viel Potenzial gegeben hätte für mehr. Was wir aber bekommen haben hier, ist ein sehr, sehr guter Fantasy-Film mit guter Action und mit wirklich guten Charakteren. Es gibt ein paar Dinge zu bemängeln, aber zu denen kommen wir später. In der Hauptrolle haben wir hier bei Zac Frost, der mehr oder weniger durch eine Identitätskrise geht. Und wie man das umsetzt, ist wirklich sehr solide. Manchmal kann es ein wenig confusing sein und ich kann mir auf jeden Fall vorstellen, dass es für die jüngeren Zuschauer das dann doch ein wenig zu verwirrend war an manchen Stellen. Aber nach einem Rewatch macht das auf jeden Fall mehr Sinn. Es bringt auf jeden Fall schöne Momente zu sich und bringt diesen Film auch einen schönen melancholischen Feel zu sich. Genauso mag ich auch etwa die ganzen anderen Feiertagshelden, sei es nun der Sandmann, die Zahnfee oder auch eine Reinterpretation von Santa Claus. All diese werden neu interpretiert und diese Neuinterpretationen bieten sich wirklich gut an für die Story, die man hier erzählt. All diese haben ihre eigenen Quirks oder Highlight-Momente, vor allem der Osterhase hat mich überzeugt, der einfach so charmant ist hier irgendwie. Und natürlich auch sehr viel Biss hat. Generell, dieser Film fühlt sich auch sehr untypisch an und fühlt sich an manchen Stellen eher mehr so an, als würde man hier das nächste große Fantasy-Franchise aufbauen wollen. Vielleicht war das auch der Gedanke hier. Es ist auf jeden Fall ein sehr anderweitiger DreamWorks-Film, der sich deutlich ernster nimmt. Zwar seine witzigeren Momente hat, aber für mich keine Lacher mit sich gebracht hat. Und diese Momente sind auch etwa die schwächeren. Genauso ist der Schurke, auch wenn er etwa sehr solide ist und seinen Job relativ gut macht, ein wenig flat und ein wenig flach. Es ist fast so, als wäre er einfach nur ein Sutton-Typ. Haha, versteht ihr, weil er ist ein Sutton-Typ und so weiter. Ja, der Schurke ist wirklich das große Weakling dieses Films. Denn hätte man einen guten Schurken, einen Schurken, der wirklich etwa bedrohlich ist und deutlich mehr zur Story geaddet hätte, dann wäre der Film vermutlich deutlich besser gelaufen, für mich zumindest. Der Titel ist auch etwa kein guter. Rise of the Guardians ist ein wirklich öder, generischer Titel und bringt auch nicht etwa wirklich viel Intrigue zu sich. Ein guter Titel kann einem Film wirklich helfen und auch wenn dieser Rant ein wenig sinnlos wirkt, so doch finde ich, dass Rise of the Guardians ein Kacke-Titel einfach ist. Sorry, vielleicht mögt ihr den Titel, ich mag
mag ihn persönlich nicht. Als solches bietet dieser Film gute Action, gute Charaktere und einfach eine unterhaltsame Zeit. Manchmal ist er ein wenig zu verwirrend für sein eigenes Gut, manchmal ist der Schurke dann doch ein wenig zu flach für mich und manchmal sind die komödiantesten Versuche an Comedy dann doch eher mehr gefailte Versuche, aber solches, ich mag den Film wirklich sehr. Dogman, einer der wohl neuesten DreamWorks-Filme, ist für mich ein sehr charmanter und einer der besten neueren DreamWorks-Filme. Die neueren DreamWorks-Filme seit Puss in Boots 2 sind leider oftmals Hit und Miss. Natürlich haben wir sowas wie The Wild Robot, zu dem wir auch viel später kommen, aber die meisten haben mich dann doch irgendwie ein wenig kalt gelassen oder wirken für mich ein wenig zu generis dieses Baby-Image von DreamWorks eben. Dagegen haben wir Dogman, was mehr oder weniger ein indirektes Spin-off ist zu Captain Underpants, zu dem wir auch später kommen. Und meine Güte, Dogman ist wirklich unterhaltsam und überraschenderweise manchmal sehr mutig als Film. Denn was ich etwa erwartet habe bei dieser Prämisse, war deutlich mehr eine blödere Comedy. Und auch wenn es größtenteils eine Comedy ist, muss ich zugeben, ich bin überrascht worden, wie viel Tiefe dann doch in der Story liegt. Denn auch wenn Dogman mehr oder weniger unser titelgebender Hauptcharakter ist und auch wenn wir viele Szenen mit diesem Charakter kriegen, so doch finde ich, dass Pete, sein großer Erzfeind, die orange Katze, mehr oder weniger der große Fokus ist. Denn so klont er sich und sein Klon ist mehr oder weniger eine Babyversion von ihm, die sehr anders ist und sehr anders auftritt. Er weiß nicht wirklich so richtig, was er machen soll und er möchte seinen Erfinder bzw. Vater in diesem Sinne irgendwie stolz machen und so versucht er sein Bestes, aber meistens pusht ihn Pete auf die Seite, denn er möchte nichts etwa mit diesem Klon zu tun haben. An vielen Stellen war ich überrascht, wie tief man etwa mit diesem Generationstrauma gegangen ist mit Pete und seinem Klon und ich muss es zugeben, es gab wirklich ein paar sehr putzige Momente, zum Beispiel gegen Ende oder auch mit Dogman und diesem Pete-Klon. Und generell, Pete Jr. ist ein genialer Charakter. Ich hätte mir gedacht, dass er ein sehr nerviger Comic Relief Charakter werden würde, aber das war er nicht. Er war wirklich endearing an manchen Stellen und einfach irgendwie putzig in seiner ganz abstrusen Art und Weise. Generell, Dogman ist auch visuell eine Pracht. Dogman setzt mehr oder weniger den Stil fort von Captain Underpants und bringt dabei sehr dynamische Action-Momente mit sich. Und, ich habe es schon angeschnitten, aber ich finde es wirklich etwa mutig von denen, dass sie Dogman mehr oder weniger als einen stummen Charakter lassen. Denn so hat er nicht wirklich eine Stimme und so muss er mehr oder weniger von seinen Tönen und seinen Emotionen und seinen Expressions leben, die wirklich gut animiert worden sind. Generell der Side-Character-Cast kann manchmal wirklich witzig sein oder kann manchmal wirklich gute, unterhaltsame Momente mit sich bringen. Generell, ich muss zugeben, ich bin wirklich überrascht, wie sehr ich Dogman dann am Ende des Tages mochte. Der Film ist kein Meisterwerk und der Film ist jetzt auch keiner, der dich etwa mindblown wird, wenn du etwa zahlreiche der DreamWorks-Filme oder auch so ähnliche Filme wie Dogman gesehen hast. Aber es ist ein Film, der weiß, was er sein möchte, der es wirklich schafft und manchmal auch ein paar Schritte mehr geht, als er hätte müsste. Und das ist immer was ich applaudieren kann. Ich finde es schon schade, dass Kung Fu Panda 3 irgendwie für einen Großteil für die Fans von Kung Fu Panda immer so ein großes schwarzes Schaf war. Denn auch wenn dieser Film definitiv seine Probleme für mich hat zumindest, so doch finde ich, dass dieser Film immer noch ein sehr gelungenes Ende zu der Trilogie ist und auch diese störenden Parts dann doch eher weniger so stark stören. Vor allem, wenn man das etwa vergleicht mit der Erweiterung des 4. Teils, der furchtbar ist und ich könnte über den 4. Teil wirklich etwa lange reden und wirklich mich lang beschweren, aber ihr hattet schon darüber ein Segment. Reden wir doch mal über den 3. Teil, der so einiges richtig macht. Aber bevor wir dazu kommen, reden wir doch mal über die Dinge, die mir ein wenig weniger gefallen. Und der große Starting Point ist mehr oder weniger tonale Classes. Denn auch wenn dieser Film sich immer noch ernst nimmt, so doch ist die Rate an Humor ein wenig höher gestuft, vor allem nach dem 2. Teil. Und ich kann schon verstehen, warum er das gemacht hat. Der 2. Teil war dann doch definitiv ernster, aber ich mochte das wirklich und viele mochten das. Und hier fühlt es sich so an, als würde man ein wenig runterschrauben, vielleicht ein wenig zu weit runterschrauben. Versteht mich nicht falsch, dieser Film nimmt sich immer noch ernst genug und diese humoristischen Aspekte nehmen nichts aus diesem Film heraus, aber dennoch, ich hätte mir da ein wenig bessere Balance zwischen Humor und etwa den ernsteren gewünscht. Weil die Kung Fu Panda Filme, vor allem die ersten 2, waren so grandios darüber. Auch bin ich ein wenig ungewiss, wie ich mich etwa über die Inklusion des Panda Village, aka die Panda-Leute, fühle, denn auch wenn sie ihre charmanten Momente haben, so doch fühlen sie es ein wenig zu maskottchenhaft an. Was zwar irgendwie passend ist, aber auch für mich irgendwie nicht so richtig sitzt. Und dennoch bieten sie immer noch ihre unterhaltsamen Momente, vor allem wenn etwa Posey mehr oder weniger trainiert, damit sie sich selber defenden können. Das ist etwa eine wirklich spaßige Montage. Und vor allem das große Glanzstück bei diesem Film ist natürlich etwa die Beziehung
Beziehung zwischen Poe und seinen Vätern, die sehr spaßig ist und eine Sache ist, die der vierte Teil überraschenderweise wirklich gut gemacht hat. Sorry, ich konnte mich etwa dann nicht weglassen. Eine Sache kann man den vierten Teil mal loben. Aber ja, der Film bietet vor allem für Poe ein würdiges Ende. Die Furious Five sind mehr oder weniger sehr gesidelined hier, was ein wenig schade ist, vor allem, da sie relativ solide Screentime in den ersten Teil bekommen haben, im zweiten Teil weniger und hier eine kaum existente Präsenz zu sich haben. Und wir reden noch nicht mal über den vierten Teil, wo ihre Präsenz fast kaum existent ist, abseits von einem Cameo oder sowas. Was sehr schade ist, denn ich denke, dass diese Charaktere, auch wenn die einfach nur Supporting Characters sind, definitiv ihr eigenes Ende bekommen sollten. Und immerhin war dieser dritte Teil als das Ende geplant und als Ende funktioniert dieser Film wirklich, wirklich gut. Wir haben eine gute Conclusion zu Poe's Arc und die visuelle Sprache hier, das visuelle einfach nur vor allem gegen den Climax über, ist wundervoll. Generell, wie dieser Film etwa Farbe nutzt, ist wundervoll einfach nur. Sei es nur etwa goldene Töne gegen Ende oder auch eben die Präsenz von Kai, die etwa so schön durch eine sehr spaßige Grünhaftigkeit reflektiert wird. Und hier habe ich schon Kai erwähnt, er ist definitiv der Scene-Stealer hier. J.K. Simmons delivert einfach nur eine wundervolle Voice-Performance, die sehr spaßig ist und auch wenn etwa nie die Schurken der vorherigen zwei Teile übertrifft, so doch hat er immer noch eine sehr spaßige Präsenz zu sich und bietet auch etwa eine nette Conclusion dazu, dass etwa all die Schurken mehr oder weniger was mit der Vergangenheit von einem unserer Main Characters zu tun haben. Generell ein wundervoller Film, der ein wundervolles Ende nimmt für die Kung Fu Panda Trilogie. Zwar hat er seine Imperfektionen, dennoch gelungenes, spaßiges Ende mit wirklich guter Action. How to Train Your Dragon 3 bzw. Drachenzähmen leicht gemacht 3, The Hidden World, ein würdiges Finale zu einer so fantastischen DreamWorks Trilogie. Die Geschichte von Hiccup, Astrid und seinen ganzen Viking-Clan, seinen Drachen Odezahn und all den anderen Drachen wird wunderschön etwa hier zu Ende erzählt. Der Zorke ist vielleicht einer der besten von dieser ganzen Reihe. Er hat eine so fantastische Präsenz zu sich. Seine erste Szene, die er mit Hiccup teilt, ist wundervoll. Er spricht einfach nur und, auch wenn er ihn jetzt nicht so stark etwa bedroht, so doch hat er etwa so eine bedrohliche Atmosphäre zu sich und als solches macht dieser Zorke einfach nur Spaß. Zu entdecken, dass Odezahn vielleicht jemanden gefunden hat, der ähnlich so ist wie er und wie man etwa das Ende mit den Drachen etwa macht, ist wundervoll. Dass die Drachen freigelassen werden, ihr eigenes Schicksal mehr oder weniger kriegen, ist wunderschön einfach nur. Generell das Ende von diesem Film ist wundervoll. Diese Endszene mit den älteren Hiccup, Astrid und ihren beiden Kindern, wie sie etwa wieder Odezahn treffen und etwa eine wunderschöne Reunion haben, ist meine Lieblingsszene aus diesem Film. Und generell Hiccup und Astrid hier haben wohl die beste Chemistry miteinander. Zugegeben, ich war mir ein wenig unsicher beim ersten Mal, ob ich etwa diese Relationships zwischen den beiden so gut abkaufe und etwa diese ganzen Marriage-Subplot hier nicht etwa nach einer Weile sehr nervig finden würde. Und zugegeben, der Gag war jetzt auch nicht der beste und die Side-Characters sind hier wirklich etwa sehr nervig. Zumindest etwa Hiccups Freunde, nicht die anderen Side-Characters. Diese machen wirklich Spaß, unterhaltsam. Ich kann mich da nicht beschweren. Hiccups Freunde sind die nervigsten und der Weak Link von dieser wundervollen Trilogie. Aber dennoch ein wunderschönes Ende mit so viel Emotion, wundervoller Action, wundervollen Charakterentwicklungen und wie man das Ganze etwa einfach beendet hat, ist wundervoll sich anzuschauen. How to Train Your Dragon 3 zeigt einfach nur, wie wundervoll diese Trilogie ist, wie stark etwa Hiccup über die Zeit gewachsen ist. Ich finde es wirklich sehr interessant, wie man mit dem Tod von seinem Vater nach dem zweiten Teil umgegangen ist und die Flashback-Scenes mit seinem Vater und einem jüngeren Hiccup wundervoll. Generell, Hiccup hier ist der große Standout und Astrid ist auch genial einfach nur in diesem Film. Die Gags fallen ein wenig runter für mich und auch wenn dieser Film vielleicht ein paar starke Schwächen hat, aber meine Güte, Animation wundervoll, Soundtrack wundervoll, Charakter wundervoll. Es gibt einfach hier so viel zu loben und ich kann etwa die Downside etwa wirklich etwa hinwegsehen. Ein würdiges Ende für eine wundervolle Trilogie und ich bin so froh, dass DreamWorks Animation oder auch Universal niemals etwa was Neues mit der How to Train Your Dragon Reihe gemacht hat, wie zum Beispiel ein dummes Live-Action-Remake. Ich meine, wer würde das sich anschauen? Curse of the Rare Rabbit ist überraschenderweise erstaunlich gut. Und wieso sage ich überraschenderweise? Nun, für mich funktioniert das Wallace & Gromit Franchise besser in einer kürzeren Runtime. Also war es natürlich eine große Challenge, etwa das in einen Kinofilm mehr oder weniger zu übersetzen. Vor allem, weil es noch nie etwa so gemacht worden ist
wie mit Curse of the Rare Rabbit. Und leider, oder im Positiven, muss ich zugeben, ich lag falsch zum ersten Mal. Ich lag wirklich verdammt falsch, denn Curse of the Rare Rabbit rocks. Es ist ein charmanter Film, der genau weiß, was man etwa sehen möchte von einem Wallace & Gromit Kinofilm. Die Story fühlt sich nicht etwa so an, als könnte es etwa in einer kürzeren Art und Weise erzählt werden. Und das ist genau das, was ich etwa von einem Wallace & Gromit Kinofilm oder überhaupt einen Wallace & Gromit Film sehen möchte. Eine geniale, charmante Story, die cinematisch sich anfühlt, aber dennoch nicht vergisst, diesen britischen, kleinen und vielleicht auch bizarren Charme von Wallace & Gromit nicht zu verlieren. Und das schafft einfach nur Curse of the Rare Rabbit so verdammt gut. Allein schon wie unsere Leads hier mehr oder weniger portrayed werden, ist auch mal wieder on top form. Die Animationen sind genial, das Visuelle ist generell sowieso genial mit fast allen Artman-Filmen. Und was kann ich hier nur sagen, was ich nicht in meinem Artman-Ranking schon über den Film hoch angesehen habe. Der Film ist einfach nur ein Fleiß, sich anzuschauen und bietet so viele spaßige kleine Momente in sich. Bitte tötet mich nicht oder kippt mich nicht. Aber auf diesem Platz befindet sich Shrek 2. Ich weiß, dieser Film ist beliebt und das auch zu einem guten Grund. Es ist ein genialer Film und ein wirklich fantastisches Sequel. Viele Sequels scheitern daran, dass sie meistens irgendwie immer versuchen, das Ereignis des ersten Teils zu uppen. Manchmal im Guten, manchmal im Schlechten, aber viel von diesen Sequels scheitern. Dabei ist die größte Stärke eines Sequels, Charaktere weiterzuentwickeln, die Welt weiterzuentwickeln und alles drum und dran etwa weiterzubringen. Ein Sequel sollte nicht etwa in der Vergangenheit stecken oder etwa zu Self-Referential sein, wie viele Legacy-Sequels aktuell das sind. Und Shrek 2 macht das wirklich gut. Sowohl Shrek, sowohl Fiona, sowohl Esel, als auch der gestiefelte Kater, der hier neu introduced wird, haben alle was etwas zu dem Plot mitzubetragen. Und auch die Sorgen hier sind genial einfach nur. Fairy Godmother ist eine fantastische Sorkin und hat eine so wundervolle, kerbige Präsenz. Sei es nun in ihrer musikalischen Tanzszene oder auch einfach nur die Sheer Presence, die sie manchmal aufgeben kann. Auf den ersten Blick muss ich zugeben, ich bevorzuge zwar Lord Farquaad in vielen Aspekten, aber wenn es einfach nur um die Sheer Presence geht, dann ist Fairy Godmother weit oben für mich. Sie ist eine wundervolle Sorkin mit einer wundervollen Performance und wundervollen Aspekten. Und die Animationen sind auch etwa ein Improvement im Vergleich zum ersten Teil, aber das ist etwa zu erwarten mit fast jedem Animationssequel. Und auch wie dieser Film etwa Musik nutzt, ist wundervoll. Eine Sache, die ich sehr underrated finde in bestimmten Filmen, vor allem eher mehr in Mainstream-Filmen, und ich denke mal Shrek 2 kann man etwa als Mainstream-Film gut beschreiben, ist etwa manchmal das Nutzen von Pop-Culture-Musik. Das sieht man schon sehr gut an den Guardians-Filmen und auch an ein paar anderen James Gunn-Filmen, aber ich finde Shrek 2 ist auf einer selben Liga, wenn nicht sogar mehr. Der erste Shrek hatte natürlich etwa guten Nutzen von Pop-Culture-Musik, aber dieser Film pappt das ein wenig weiter oben. Ich meine, I Need You Hero ist ein ikonischer Song, aber so assoziiert mit diesem Film, dass jeder andere Film oder jede andere Serie, die ihn nutzt, immer in der Comparison ist mit Shrek 2 und einer genialen Szene. Wirklich, das ist einer meiner Lieblingsszenen aus den ganzen Shrek-Franchise und aus den Remix-Filmen. Und dennoch muss ich zugeben, der Film reicht mich jetzt etwa nicht so sehr wie manche andere Filme. Versteht mich nicht falsch, es ist ein genialer Film und ich möchte das auch nicht runterreden. Wenn jemand etwa diesen Film auf den zweiten oder ersten Platz setzt, kann ich auch mich etwa nicht beschweren. Der Film hat so viel, was man etwa an ihn setzen kann. Der Film weiß genau, was er sein will und erzählt eine teilweise sehr emotionale Story mit Shrek und ist für viele mehr oder weniger der Höhepunkt an den Shrek-Franchise bis zum Zeitpunkt von Puss in Boots: The Last Twist. Aber das ist auch ein anderes Thema. Shrek 2 macht so einiges richtig und ich möchte das einfach nicht etwa runterreden. Ein Großteil der Filmografie von DreamWorks basiert auf irgendwas, sei es nun ein Buch, sei es nun ein Comic und so weiter und so weiter. Und der nächste Film, über den wir hier reden, Over the Heads, ist kein anderer Fall wie dieser. Basierend auf den titelgebenden Comicstrip erzählt uns Over the Heads mehr oder weniger die Story akin zu einem Fish Out of Water. So verfolgen wir unseren Main Character, der mehr oder weniger auf eine Truppe an Tiere trifft, angeführt von einer Schildkröte mit einer sehr ikonischen Stimme und diese Truppe mehr oder weniger aufwirbelt und mehr oder weniger der neue Liebling dieser Gruppe wird. Over the Heads ist ein sehr simpler Film mit nicht wirklich so vielen großen Stakes. Was der Film aber weiß, ist, wie man zu unterhalten hat und wie man auch diesen Ensemble-Cast wirklich gut nutzt. Denn auch wenn wir mehr oder weniger zwei Hauptfiguren haben, so doch kriegen all diese anderen Figuren, sei es nun den Comic Relief, sei es nun die ernsteren Charaktere und so weiter, ihre Momente zum Sein, ihre komödischen Momente oder eben ihre epischen Momente. Und das schafft dieser Film einfach nur wie eine Glanz. Und habe ich etwas von den Verminator erwähnt? Was für ein Stalker. Again, der Film ist etwa sehr simpel von seinen Stakes, wo es eigentlich nur darum geht, dass Tiere von etwa Leuten
Leuten Futter klauen. Und der Verminator reflektiert das einfach nur so gut. Ein Over-the-Top-Villain, der aber genau die richtige Sorte an Wacky ist für mich. Wirklich, der Verminator ist wundervoll sich anzuschauen. Was für eine Legende an einen Trimax-Villain. Generell, ich habe einfach nur so viel zu loben an diesem Film. Vielleicht spricht da ein wenig die Nostalgie raus, weil ich glaube, das war wirklich einer dieser ersten Trimax-Filme, die mich wirklich angesprochen haben. Aber meine Güte, der Film ist einfach nur sehr rewatchable. Und es ist irgendwie eine Schande, dass man nie weiter was gemacht hat mit der Over the Heads Welt. Immerhin ist Trimax schon bekannt für ihre zahlreichen Sequels und die zahlreichen Franchises. Und ich denke, im Over the Heads Universe könnte man da noch was Gutes vorauströpfen. Aber wahrscheinlich kriegen wir aber nie ein Sequel, was wirklich schade ist, weil dieser Film halt einfach nur so charmant ist. Wirklich, wenn es eine Sache gibt im Lexikon über diesen Film, dann ist es das Wort charmant. Der Film weiß einfach, wie man zu unterhalten hat und weiß, wie man eine so simple Story so effektiv erzählt. Natürlich darf auch in so einem Ranking kein Hot Take fehlen. Und ich habe sonst Shrek 2 für den einen oder anderen sehr unten gestellt. Also kommen wir nochmal zum Hot Take. Ich persönlich bevorzuge von den Shrek Sequels Shrek Forever After ein bisschen mehr. Zugegeben, beide Filme sind grandios und man kann mal jetzt auch nicht etwa so viele Comparison Points setzen, denn viele der Dinge, die die beide richtig machen, machen die wirklich, wirklich gut. Aber reden wir doch mal über Shrek Forever After, den 4. Teil und das eigentliche Ende der Shrek-Saga. Was wir ja mittlerweile wissen, stimmt nicht mehr. Immerhin soll Shrek 5 irgendwann mal kommen. Wäre es schon funny, wenn ich das mal erwähnt hätte in einer Originalversion dieses Rankings und der ist noch nicht mal gekommen. Haha. Anyway, Shrek Forever After erzählt uns mehr oder weniger eine It's a Wonderful Life Story, aber mit Shrek. So wünscht er sich mehr oder weniger sein altes Leben zurück und kriegt dieses Leben auch dank eines Deals mit Rumpelstilzchen, der ein fantastischer Song ist. Ich meine, guckt ihn euch an. Diese Eleganz, dieses Charisma und sein Aussehen. Wer kann ihn nicht etwa widerstehen? Und ich mag solche Storys immer und immer wieder. Klar gibt es ein paar Beispiele, die das etwa nicht so dolle umgesetzt haben. Ein gutes Beispiel wäre dabei Muppets Christmas Special, über das wir irgendwann mal reden müssen. Aber dieser Film versteht, was etwa an dieser Prämisse so interessant ist, was Leute so sehr mögen. Denn mit dieser Prämisse zeigt man etwa nicht nur andere Wege, wie Charaktere sich weiterentwickelt hätten Dinge nicht etwa gegangen, wie sie gegangen sind. Nein, es zeigt auch einfach nur, wie Shrek mehr oder weniger das Alte wieder vermisst und es lernt wieder zu lieben. Was an sich für manche vielleicht nicht der interessanteste Story Arc ist oder Character Arc ist, für mich aber wirklich gut punktet und Shrek eine wunderschöne Tiefe gibt und ein wunderschönes Codec gibt. Generell, wie man etwa diese neue Fiona aufbaut, wie man die Beziehung zwischen sowohl Shrek und ihr aufbaut oder auch mit Eso oder auch mit den gestiefelten Kater, ist alles spaßig sich anzuschauen und gibt auch etwa ein paar schöne emotionale Core-Moments mit sich. Und der Joker erfüllt eine ähnliche Rolle wie Lord Farquaad im ersten Shrek und ist dadurch ein Comic-Genie. Komödisch funktioniert der Film auch einfach wirklich gut. Es gibt da viele gute Gags und für mich ist das vielleicht der zweitlustigste Shrek-Film, abseits vom ersten Film. Vielleicht ist Shrek 2 ein wenig höher, ich bin mir nicht sicher, aber hier gibt es auch ein paar wirklich gute Gags. Ich weiß, dieser Film ist von manchen jetzt nicht so beliebt und ist auch etwa in derselben Kategorie für manche wie Shrek 3, aber meine Güte, man kann mal hier deutlich mehr merken, dass man einfach eine Story hatte, die man erzählen wollte, dass man emotionale Character Arcs hatte, dass man gute Chemistry hatte und gute Gags hatte. Was hatte Shrek 3? Nichts davon. Es war öde, doll, flach, öde. Wie kann man einen Shrek-Film öde machen? Okay, vielleicht rente ich ein wenig zu sehr über einen anderen Shrek-Film in diesem Part. Anyway, die Animationen sind auch hier wirklich die besten von den Shrek-Filmen. So sehe ich auch den Charme der ersten 2 Shrek-Filme im Punkto Artstyle und Animation mag. So doch finde ich, dass man in diesem Film definitiv den Upgrade von CGI-Animationen merkt. Auf einer wirklich schönen Art und Weise kriegt man hier sehr viel Texte und die Backgrounds sehen auch wirklich, wirklich gut aus. Generell, was man hier alles macht mit den vorherigen Shrek-Filmen, mit den vorherigen Shrek-Charakteren, ist wirklich einfach nur unterhaltsam. Megamind ist definitiv einer dieser Trimax-Filme, die mit der Zeit immer und immer beliebter werden. Vor allem im Netz, beziehungsweise dank des Netzes ist dieser Film extrem beliebt und ich denke, er wird niemals etwa ein Sequel oder eine Sequel-Serie bekommen, deswegen, weil haha, das wäre super silly und wer möchte das überhaupt? Wir sind doch so froh, dass wir einfach nur ein Megamind haben, oder etwa nicht? Anyway, Megamind ist ein fantastischer Film. Ich glaube, ihr habt das schon etwa oftmals gehört, beziehungsweise generell in fast allen Trimax-Rankings, die ihr euch angeschaut habt, aber ich bin da auch kein Contrarian. Ich finde, dass Megamind ein extrem unterhaltsamer Film ist, der nicht nur etwa die super
Superheldenwelle super gut parodiert und auch immer noch heutzutage nach all den zahlreichen anderen Superheldenfilmen, die nach Megamind kamen, immer noch einer der besten ist, vor allem wenn es um die Animierten geht. Aber er erzählt auch einfach eine gute, compelling Story. Megamind, unser böse Bube hier, müsste mehr oder weniger Metro Man zerstören und schafft dies auch, aber irgendwie erfüllt es ihn etwa nicht mit dem, was er sich etwa die ganze Zeit erwünscht hat. Und so verfolgen wir mehr oder weniger Megamind, wie er mehr oder weniger herausfinden muss, was er wirklich etwa vom Leben haben möchte. Megamind schafft es definitiv, uns etwa einen Schurken etwa hier zu sagen und das auf einer sehr interessanten Art und Weise zu sagen. Er ist natürlich tragisch und wie man das etwa rein spielt, vor allem etwa als eine mehr oder weniger Superman-Parodie. Immerhin basieren Megamind und Metro Man mehr oder weniger auf Superman und Lex. Ist spaßig und sehr unterhaltsam, bietet aber auch sehr viel zu seinem Charakter. Vor allem etwa diese Journey, die Megamind über diesen Film herübergeht, ist wundervoll einfach nur. Und eine Beziehung mit Roxanne macht Spaß. Sie haben wirklich gute, wundervolle Chemistry. Generell, dass Megamind ein DreamWorks-Film ist einfach nur perfekt. Denn DreamWorks war immer so etwa ein Studio, die manchmal ein wenig bissiger, manchmal ein wenig in Anführungszeichen adult sein können. Sei es nur mit paar mehr bissigeren und direkteren Adult-Comedy-Momenten, die manchmal wirklich gut funktionieren, wie zum Beispiel in Road to El Dorado, und manchmal eher weniger, wie zum Beispiel in Ants. Hier aber in Megamind definitiv fantastisch einfach nur funktionieren. Es ist auch einfach ein spaßiger Superheldenfilm mit wundervollen Voicecast. Hier auch etwa mal wieder ein paar Celebrity Voicecasts wie Will Ferrell in der Hauptrolle von Megamind, der einfach nur perfekt einfach in der Rolle passt. Und generell kann ich DreamWorks etwa groß loben, wie sie etwa Celebrity Voicecast hier intrigieren. Denn auch wenn man etwa sehr viel daran kritisieren kann und ich persönlich immer eher mehr bevorzuge, dass etwa große Animationsfilme lieber etwa professionelle Voice Actors nehmen, doch machen sie etwa einen guten Job damit und in der Regel überzeugen diese Celebrity Voicecasts auch einfach nur. Von daher habe ich etwa das nicht dagegen, dass DreamWorks mehr oder weniger das zu seiner Nische gemacht hat. Aber bevor es etwa hier zu rambly werde, Minion ist der beste Charakter aus diesem Film und ihr könnt da etwa meinen Gedanken nicht etwa verändern. Und ein paar der Memes, die aus diesem Film herausgekommen sind wirklich immer noch sehr amüsant. Zumindest meiner Meinung nach. Megamind, ihr habt schon so viel Lob zu diesem Film gehört und ich weiß auch nicht, was es dazu adden kann. Außer ich stimme mit fast allem zu. Wundervoller Film und wundervoller kleiner Sidestep in der Superhelden-Maschine von Filmen. How to Train Your Dragon, der erste Teil, ist ein magischer Film. How to Train Your Dragon ist in vielen Aspekten der erste DreamWorks-Film, der sich ein wenig absetzt von den DreamWorks-Trademarks. Klar haben wir ein paar der typischen Trademarks von DreamWorks Animation, Celebrity Voicecast, vor allem wenn es um Side-Characters geht, und manche dieser Side-Characters, aka Hiccups Freunde, sind vermutlich die nervigsten Sachen, bzw. nervigsten Teile dieser ganzen Trilogie. Hierbei sind die zum Glück am allerwenigsten relevant, von daher kann ich die ein wenig wegschieben. Und man hat auch natürlich seine humoristischen Momente mit dem bissigen DreamWorks-Humor, aber im Großen und Ganzen ist dieser Film sehr DreamWorks untypisch. Ähnlich schon wie bei The Wild Robot ist dieser Film ein Film deutlich mehr getragen von seinen Emotionen, von seinem Herz, von seiner Magie. Es hat etwa wirklich diesen typischen DreamWorks Hausstyle, den selbst etwa Kung Fu Panda in vielen Aspekten prägt bzw. reflektiert. How to Train Your Dragon 1 ist was Besonderes und das auch zu einem guten Grunde. Die Geschichte von Hiccup und Oda-san ist eine wunderschöne, die seine süßen, dramatischen, actiongeladenen, aber auch einfach nur unterhaltsamen Momenten zu sich bietet. Wie ihre Beziehung sich über den Film ausprägt und sich entwickelt, ist einfach nur eine wunderschöne, sich anzusehen. Und ja, der Film ist einfach nur fantastisch. Visuell ist der an Stellen ein wenig gedatet mittlerweile, aber seine Emotionen tragen auch immer noch dieselbe Tragweite wie auch schon einige Jahre davor. Und die Action hier ist wirklich gut. Zwar bin ich etwa nicht der größte Fan vom Final Act, aber als solches funktioniert die Action hier einfach nur extrem gut. Als jemand, der Drachen mag, aber jetzt nicht der größte Drachenfan bin, finde ich es einfach nur faszinierend, wie man etwa die Beziehung zwischen Mensch und seinen Drachen, bzw. den Drachen, erzählt. Oda-san ist einfach nur ein Paradebeispiel dafür und die Szenen zwischen ihn und Hiccup, wie sie sich als erstes etwa aufeinandertreffen und wie er mehr oder weniger diesen Drachen zähmt, in Anführungszeichen, sind einfach nur die allerbesten von diesem Film. Generell die Geschichte von Hiccup, sei es nun etwa mit Oda-san, sei es nun mit Astrid oder auch etwa mit seinem Viking-Vater, ist eine wirklich schöne, die etwa sehr viel zu bieten hat. Generell den Report zwischen Vater und Sohn
Person bietet eine schöne Dimension zu diesem Film zu sich, die einige andere DreamWorks-Filme nicht dazu hatten. Ein sehr anderweitiger DreamWorks-Film, der immer noch weiß, wie man anderweitig ist und nie etwa seine Gegner etwa mehr oder weniger kopiert. Shrek ist einer dieser Filme, die so ikonisch ist und auch bis zum Tode besprochen ist, dass ich etwa nicht so stark weiß, wo ich etwa anfangen soll. Es gibt vieles, was man über den Film sagen kann. Vor allem diesen ersten Teil, der mehr oder weniger zum Gesicht von DreamWorks geworden ist, der mehr oder weniger DreamWorks seinen Namen, seinen Ruf, seine Identität gegeben hat. Wenn ihr irgendjemanden fragt oder den Namen DreamWorks erwähnt, dann ist es eine gute Chance, dass die Person über Shrek als allererstes denkt. Und auch etwa das zuerst, denn Shrek ist mehr oder weniger die pureste Form von DreamWorks, sowohl in der lieblichsten als auch hasserfüllten Art und Weise. Shrek war natürlich der Film, der mehr oder weniger ein großer Mittelfinger an die klassischen Disney Fairy Tale Filme gewesen ist. Und das hat so einige gute Dinge, als auch negative Dinge zu der großen Animationslandschaft, vor allem im Kino, gebracht. So hatte Shrek etwa viele Nachahmer zu sich, die etwa versucht haben, diesen snarkigen, sarkastischen, cynical Humor nachzuahmen, aber es nie etwa so richtig geschafft haben, an die Höhen von Shrek zu kommen. Denn auch wenn Shrek mehr oder weniger der Mittelfinger an Disney ist, so doch bietet dieser Film durchaus so viel mehr als einfach nur haha, Märchen, so lame. Shrek, vor allem wenn es um seinen Humor geht, in diesem ersten Teil, ist deutlich cleverer, meiner Meinung nach, als manche das etwa behaupten würden. Und er ist natürlich etwa nicht die höchste Art von Humor. Er hat immer noch ein paar Low-Prosumer-Momente zu sich oder Cross-Out-Momente zu sich, aber als solches finde ich, dass die dialogheavigen Comedy-Momente, Witze wirklich einfach nur spaßig sind. Sei es nun etwa von der Delivery, vom Sog als solches oder auch ein paar der netten Visual Gags. Shrek 1 ist witzig und der witzigste Shrek-Film für mich definitiv. Die Gagrate hier ist einfach nur fantastisch, einfach nur. Auch der Voicecast ist wundervoll. Mal wieder hier die purste Form von DreamWorks. Immerhin hat man hier so einige Celebrity Voicecasts im Cast und all diese machen einen wundervollen Job. Vor allem Mike Myers als auch Eddie Murphy als sowohl Shrek und Donkey sind fantastisch einfach nur. Und Cameron Diaz als Fiona bietet der Rolle was Schönes. Und Fiona ist definitiv ein großes Highlight, vielleicht sogar ein underrateder Teil dieses Films. Jagd ist wundervoll und einer dieser Aspekte, wo ich einfach finde, dass Leute es vielleicht nicht so stark appreciaten, wie sie es eigentlich sollten. Lord Farquaad ist witzig. Als Sokka ist er definitiv einer meiner großen Favoriten, wenn es um die Shrek-Socken geht. Witzig, unterhaltsam, wundervolle Voice-Performance. Einfach ein unterhaltsamer Sokka, der perfekt für diese Sorte an Film passt. Generell, Shrek ist ikonisch für einen guten Grunde. So viel zu bemängeln habe ich einfach nicht. Vielleicht bestimmte Momente, vielleicht bestimmte Entscheidungen, aber als solches ist Shrek auch all Jahre später immer noch sehr unterhaltsam und revolutionär, vor allem für gute als auch negative Aspekte, wenn es darum geht, wie es etwa mehr oder weniger die Animationslandschaft im Kino im westlichen Bereich mehr oder weniger erweitert, vielleicht auch manchmal verringert hat. Shrek ist einiges, aber eine Sache kann man nicht etwa verneinen mit Shrek. Es ist DreamWorks pur und pur. Der erste Kung Fu Panda ist einfach nur unglaublich. Ich liebe den Film. Und dabei ist dieser Film sehr simpel in seinem Core. Hierbei handelt es sich um eine Martial Arts Comedy, mehr oder weniger, in animierter Form mit anthropomorphischen Tieren. Man könnte mal vielleicht etwa erstmal denken, dass dieser Film nichts wirklich etwas zu bieten hat. Immerhin ist das Konzept hier ein Panda, der Kung Fu kämpft, ein wenig absurd, aber das ist auch wirklich das Schöne an diesem Film. Denn auch wenn die Prämisse als solches vielleicht auf den ersten Blick an eine komplett absurde, bizarre Idee ist, so doch nimmt sich dieser Film genügend ernst, weiß aber wann mal etwas Spaß haben kann. Kung Fu Panda 1 ist eine wundervolle Balance zwischen sowohl Humor, Self-Awareness über die Bizarreness dieses Konzeptes, als auch eine gewisse Ernsthaftigkeit, die in den wichtigen und passenden Momenten reingeworfen wird. Vor allem, wenn es um den Schurken hier geht, Tai Lung, der nicht etwa eine wundervolle Voice-Performance bekommt, nein, auch einfach alles an den Schurken wirklich stimmt.
hat. Sei es nun etwa sein Design, sei es etwa nun seine Präsenz, sei es nur die Atmosphäre, die dieser Sokka in den Film reinbringt, oder auch seine komplizierte Beziehung mit Master Sifu, die eine schöne Dimension zu diesem Film addet. Wenn wir über Kung Fu Panda 1 reden, können wir natürlich etwa nicht Po ignorieren. Po ist der Main Character dieser Reihe und was für ein Charakter er ist. Er wird natürlich gesprochen von Zach Black, der einen wundervollen Job hier macht und etwa ein Paradebeispiel ist, wie man einen Celebrity Voice Cast richtig macht. Ich persönlich bin kritisch zu Celebrity Voice Cast, da die meisten etwa sehr faul sein können oder zumindest etwa nicht etwa passend sein können. DreamWorks und vor allem Kung Fu Panda zeigt, dass etwa manche Celebrity Voice Cast wirklich bis aufs Auge passen. Und Blacks Performance bietet auch einfach eine wunderschöne Dimension zum Charakter von Po. Po's Geschichte in diesem Film ist die klassische Underdog-Story à la Rocky. Ein Charakter, der auf den ersten Blick etwa aussieht oder aufkommen könnte, dass er nie etwa wirklich was Großes reißen wird, aber durch das passende Training und durch seine Selbstakzeptanz es am Ende dann doch irgendwie schafft, ein Happy Ending zu bekommen. Natürlich bei Rocky ist das etwa ein anderer Fall, aber es ist auch ein Thema für ein anderes Mal. Das Ende mit Tai Lung und Po ist einfach nur satisfying as fuck. Zu sehen, was etwa die Conclusion bzw. die Resolution hier ist einfach nur wundervoll. Genauso sind die Kampfszenen hier auch einfach nur bravo. Und es ist auch etwas schön zu sehen, dass die Furious 5 Charaktere, die über die Zeit bei den Franchise ein wenig weggeschoben worden sind, vor allem in den letzten 2 Sequels, hier dann doch etwa eine größere Rolle spielen. Gewöhnt euch nicht daran zu sehr, weil das wird nicht etwa für eine lange Zeit bleiben. Aber ja, Kung Fu Panda 1 ist zu Rest etwa einer dieser Filme, die sehr hoch angesehen wird und ich würde schon behaupten, ein Kultklassiker-Status zu sich hat. Wundervoller Film einfach nur. Ich bin zwar nicht religiös, aber ich würde etwa lügen, wenn ich sagen würde, dass Prince of Egypt, aka der Prinz von Ägypten, nicht einer der besten DreamWorks-Filme schlechthin ist. Nicht nur erzählt dieser Film eine sehr compelling Geschichte, nein, auch als Adaption einer bekannten Bibelgeschichte, mit der ich selber auch schon so einiges etwas zu tun hatte, beziehungsweise ein gutes Wissen über diese habe, bin ich einfach nur erblüfft, wie dieser Film existiert. Weil meine Güte, viele Filme basierend oder ersäßen zu der Bibel wissen nicht wirklich, wie man etwa eine gute Geschichte erzählt, mit einer guten Narrative, mit was Guten eigenes und Co. Viele können sehr preachy sein und in den letzten Fällen kriegt man sowas wie God is not dead. Und falls ihr irgendwas wisst über God is not dead, diese Filmreihe, dann wisst ihr, dass diese Filme mit clunky Dialogen überfüllt sind und mit wirklich furchtbaren Schauspiel, wenn man das überhaupt noch Schauspiel nennen kann. Prince of Egypt ist nicht nur visuell wunderschön, ich meine, die 2D-Animationen von DreamWorks waren nie so schön wie hier. Nicht nur im Visuellen überzeugt es einfach nur mit einem Artstyle, das Visuelle, die Animation, das Movement, die Backgrounds, die Character Designs. Nein, auch wie man etwa die Geschichte von Moses erzählt, ist wundervoll. Nicht nur als eigene Narrative, sondern auch als Adaption dieser bekannten, fast schon legendären Geschichte aus der Bibel. Macht man einen grandiosen Job. Natürlich ist das keine 1:1 Nacherzählung der klassischen Geschichte, aber das, was man neu hier dazu adaptiert, macht diese Narrative umso mehr compelling. Es gibt so einige eigene Dinge. Ich meine, der Schurke hier in diesem Film ist mehr oder weniger ein Charakter, der niemals etwa in der originalen Geschichte existierte, aber wie man ihn implementiert hier ist wundervoll. Nicht nur etwa eine gute Präsenz, nein, auch ein guter Foul zu Moses und eben wie er später in diesem Film ist. Generell kann ich einfach nur loben, wie man etwa Charaktere hier in diesem Film handhabt. Man weiß mal genau, was man etwa mit unseren Hauptfiguren machen möchte, mit den Nebenfiguren machen möchte und so mehr. Auch die Musik ist fantastisch. Ich hätte nicht gedacht, dass ein Musical basierend auf einer Bibelgeschichte so wundervolle Musik hat. Aber die Songs sind auch einfach nur alle so überzeugend. Selbst der schwärzeste Song ist immer noch relativ gut. Der Film weiß es, wie man Musik und seine Narrative zusammen komponiert und macht es auf einer so wundervollen, grandiosen Art und Weise. Generell, ich habe einfach nur extrem viel Lob an diesen Film. Er ist vielleicht nicht mein persönlicher Favorit von den DreamWorks-Filmen, aber wenn ich etwa einen DreamWorks-Film rauspicken müsste, der am besten gemacht worden ist, dann wäre es vermutlich dieser Film. Weil das präsentiert wirklich die besten Stärken von DreamWorks als ein Studio und was sie etwa in der Animationslandschaft vor allem für Mainstream-Animationen so rüberbringen können auf ihren besten Tagen. Selbst wenn ihr nicht religiös seid oder nicht etwa so wirklich ein gutes Wissen habt über die originale Geschichte aus dieser Bibel, solltet ihr unbedingt diesem Film eine Chance geben. Holy fuck
fucking Sid. Ich glaube, ich würde nicht lügen, wenn ich sagen würde, beziehungsweise behaupten würde, dass niemand etwa erwartet hätte, dass Puss in Boots 2, aka der gestiefelte Kater 2, der letzte Wunsch, so ein fantastischer Film sein würde. Ich meine, die meisten hatten nichts etwa gegen den ersten Teil und auch ich habe etwa ein bestimmtes Verhältnis zu den ersten Teil, aber meine Güte, ich würde nicht lügen, dass dieser Teil so ein Improvement ist. Es gibt Sequels, die den ersten Teil aus den Bett hauen und das ist auch ein wirklich gutes Beispiel für so ein Sequel. Denn auch wenn dieser Film sehr für sich alleine steht, baut er etwa wirklich gut auf die Foundation auf vom ersten Teil und bietet etwa eine schöne weitere Weiterentwicklung von unseren Charakteren, sei es nun Puss, sei es nun Kitty oder auch all die anderen Returning Characters. Als solches bietet Puss in Boots 2 eigentlich genau das, was man von einem wundervollen Sequel haben müsste. Allein zu die Animationen hier sind etwa ein Smaus für die Augen, sei es nun etwa wie sie mit Farben spielen, sei es nun wie sie natürlich sehr inspiriert sind an Spider-Verse, aber dann auch ihr ganz eigenes Ding machen. Und generell bin ich ein wirklich großer Fan von diesen Wechsel, von den eher mehr typischen, teilweise realistischeren CGI-Modellen zu einem eher mehr cartoonigeren Mix von 2D und 3D in der Animationslandschaft. Puss in Boots 2 ist da auch ein wirklich gutes Beispiel, wenn nicht sogar einer meiner großen Favoriten, wenn es um diese Art und Weise geht von Animation. Die Movements hier sind einfach nur smooth und wundervoll. Death ist ein so fantastischer Schurke und bietet für eine so wichtige Rolle in diesem Film und taucht eigentlich so wenig in diesem Film auf. Aber jede Szene, wo wir diesen Charakter sehen, hat etwa eine so schöne Präsenz zu sich und bringt eine so schöne, wundervolle Atmosphäre zu sich. Generell, wie etwa mal hier spielt, wie eben Puss mehr oder weniger reckless umgegangen ist mit seinen vorherigen 8 Leben und etwa jetzt alles geben muss, damit er etwa nicht etwa schon frühzeitig sein Ende nimmt, aber durch diese Reise mehr oder weniger näher an die Leute hinter sich etwa rankommt und auch etwa deutlich mehr heroischer wird, ist wundervoll einfach nur. Die Action hier ist auch einfach nur so fantastisch einfach nur. Das Writing hier ist on top form. Die Schurken haben hier alle was eigentlich zu sich und machen etwa sehr viel Spaß. Enden auch etwa sehr viel zu dieser Story. Wir haben etwa einen Comic Relief Schurken, der wirklich witzig ist. Wir haben etwa die tragischen Schurken mit Goldilocks und die 3 Bären. Und auch wenn wir etwa 3 Schurken haben, beziehungsweise mehr als 3 Schurken, aber es sind 3 Schurkenfraktionen, so doch werden all die Schurken so super in den Film integriert und man hat nie dieses Gefühl, dass dieser Film zu überwältigt ist mit zu vielen Charakteren. Es ist ein fantastischer Film und fast jeder hat schon etwa seine Worte zu diesem Film verloren. Ein Überraschungsfilm und ein Überraschungshit für DreamWorks, der etwa wirklich einen guten Willen für DreamWorks gebracht hat für eine lange Zeit. Und ein Film, der sowohl etwa die Märchenseite von Shrek super gut nutzt, aber auch was ganz eigentlich etwa aufbaut. Der wilde Roboter oder auch The Wild Robot ist für viele eine Sensation. Wie denn auch nicht, denn dieser Film bietet so vieles. Viele würden behaupten, das wäre der neueste Pixar-Film, der noch nicht mal von Pixar stammt. Ich behaupte eher mehr, dass es eine perfekte Mischung von den verschiedenen Art und Weisen, wie etwa ein DreamWorks-Film aufgebaut werden kann. Natürlich kennen wir die typischen raunchy Comedies mit DreamWorks oder auch mittlerweile die paar eher mehr nett ausgedrückt, in Anführungszeichen, Babyfilme von DreamWorks. Aber für mich ist The Wild Robot so ein perfekter Mix zwischen den raunchy Comedies als auch etwa den eher mehr emotionaleren, tiefgründigeren Story von DreamWorks à la Kung Fu Panda oder How to Train Your Dragon. Natürlich, letzteres nimmt hier eher mehr den Fokus, aber dennoch gibt es hier verdammt witzige Jokes, die manchmal wirklich etwa in den schwarzen Humor reingehen. Und das liebe ich einfach nur. The Wild Robot erbetet nicht seine DreamWorks Roots, aber nimmt sie auf einer neuen Höhe. The Wild Robot ist so einiges. Nicht nur visuell eine Pracht. Ich meine, schaut euch einfach an, wie prachtvoll dieser Film eigentlich ist. Nein, der Film ist auch einfach nur eine geniale Story und eine geniale Adaption, wie ich gehört habe. Ich habe es persönlich leider nicht gelesen, aber die Wild Robot Bücher scheinen sehr beliebt zu sein und die Fans der Bücher haben auch gesagt, dass dieser Film eine gute Adaption ist. Also nehme ich einfach mal das Wort von denen. Aber anyway, was gibt's denn hier überhaupt zu sagen? Ich könnte etwas schwärmen, wie man gut dieses Thema von Mutterschaft aufgenommen hat. Ich könnte schwärmen, wie genial Ross Strand Charakter ist. Nicht nur kriegen wir etwa einen believable Character, der auch sehr, sehr likable ist. Nein, wir kriegen auch einen Roboter-Charakter, der nicht etwa von 1 zu 1 180 springt und etwa alles versteht, wie Tiere, wie Menschen in Anführungszeichen funktionieren. Nein, wir kriegen eine langsame Entwicklung und das liebe ich auch wirklich an diesem Film. Der Film nimmt sich die Zeit, um seine Geschichte, um seine Charaktere langsam Stück für Stück zu entwickeln. Und sowas kann man immer loben. Vor allem heutzutage mit eher mehr fast-paced Filmen ist sowas immer sehr stark zu loben. Und habe ich schon den
den Voice-Cast erwähnt, denn auch wenn es ein sehr Celebrity-heavy Voice-Cast ist, ich meine, Pedro Pascal spricht etwa den Fuchs Fink, machen all diese etwa einen wirklich guten Job. Zum Beispiel Pedro Pascal. Ich wusste nicht, dass er wirklich etwa eine gute Stimme etwa lieben kann für einen Animationscharakter. Ich dachte mir, oh Gott, oh Gott, oh Gott, nein, nein, nein. Aber es ist wirklich gut geworden. Ich bin überrascht geworden, wie gut sein Voice-Acting war. Und vor allem kann ich auch einfach nur die Voice-Actress loben für Ross. Sie hat in ihrer Performance so viel gegeben. Generell, der Film weiß einfach mal, wie man zu unterhalten hat, aber auch, wie man gute Emotionen bringen kann. Der Film ist ein spezieller Film für DreamWorks. Nicht nur, weil er für viele sehr anders wirkt von DreamWorks, nein, auch wenn er teilweise auf den ersten Blick anders wirkt wie DreamWorks, weiß er genau, dass er ein DreamWorks-Film ist und nutzt es bis zum Ende. Sei es nun wegen dem Humor, sei es nun wegen ein paar der tieferen Themes oder sei es auch einfach nur wegen diesen wundervollen Animationen, die sehr kreativ sind und die beispielsweise mehr an Wasserfarben-Zeichnungen erinnern, statt wie zum Beispiel den Stil von Puss in Boots, der auch in eine ähnliche Riege gegangen ist, aber deutlich anders war. Meine Güte, ich kann The Wild Robot einfach nur loben. Aber kommen wir doch mal zu meinem ersten Platz. Und als ich zum ersten Mal so ein ähnliches Video gemacht habe, war mein erster Platz. Der erste Platz, der auch immer noch der erste Platz hier ist. Wow, was für ein convoluteter Satz. Reden wir doch mal über Kung Fu Panda 2. Ich liebe Kung Fu Panda 2. Kung Fu Panda 2 ist mein Lieblingsteil aus der Kung Fu Panda Trilogie. Ja, wir reden nicht über den vierten Teil. Und der Film ist einfach nur so fantastisch. Es gibt so viele Dinge, die ich einfach in diesem Film loben kann. Für mich ist das definitiv der Pinnacle, wenn es um DreamWorks Sequels geht. Und auch der Pinnacle von DreamWorks als solches. Aber spulen wir doch mal zurück. Was macht Kung Fu Panda 2 so richtig? Ähnlich wie beim ersten Teil haben wir etwa einen fantastischen Sorken. Zen im Vergleich zu Tai Long ist dabei ein besonderer Fall. Denn nicht nur hat er eine wundervolle Connection mit Po, die einzige richtige Connection eines Sorken aus der Kung Fu Panda Trilogie mit Po eben. Nein, wie man das etwa alles macht, wie eben etwas Zen klingt in seiner Voice Performance hier, sein Charakterdesign und alles drum und dran ist fantastisch. Seine Rivalität, seine Beziehung mit Po ist so faszinierend und auch einfach nur eine sehr anderweitige. Während Kung Fu Panda 1 so einiges richtig gemacht hat, so einige gute Comedy-Momente zu sich hat, ist Kung Fu Panda 2 deutlich ernster im Vergleich zu diesen. Kung Fu Panda 2 nimmt sich deutlich ernster, weiß aber auch immer noch, wie man etwa Humor immer mal wieder reinbringen kann. Und das hätte ich einfach nur in diesem Film. Der Film ist zwar deutlich düster, deutlich ernster, deutlich gloomiger, aber weiß immer noch, wo man etwa den Spaß haben kann. Und etwa die emotionale Tiefe von den Arc, den Po hier bei hat. Die Flashbacks, die wir mit Po sehen, wie das Ganze etwa mit seiner Village, mit den Pandas eben umgegangen ist und wie Zen etwa das alles zerstört hat. Wundervoll einfach nur. Der Wechsel von Animationsstilen ist fantastisch einfach nur. Das Ende mit Po ist so gut. Zack Black war noch nie so gut in einer Voice-Performance, wie er hier ist als Po. Zwar sind die Furious 5 nicht allzu wichtig in diesem Film, aber kriegen immer noch ein bisschen mehr zu sich als in späteren Filmen. Und ich kann es einfach nur loben bis zum Ende. Ein Upgrade an Animation, ein Upgrade, wenn es um die Choreografien geht, ein Upgrade, wenn es um die Reveals geht, die Twists und Turns, wie man einfach diese Geschichte etwa erzählt. Ist nicht nur episch, nicht nur emotional, nein, es ist auch einfach eine wundervolle Art und Weise, die Geschichte von Po, den Underdog schlechthin, weiter zu erzählen. Ich liebe Kung Fu Panda 2. Der Film macht eigentlich alles richtig, was es von einem guten Sequel haben möchte. Auch wenn die Stakes höher sind, so doch weiß er, was etwa ein gutes Sequel am allermeisten machen soll. Er muss die Charaktere weiter hervorbringen und das schafft dieser Film einfach nur bis zum Ende. Es gibt so einige fantastische DreamWorks-Filme und viele, die mittlerweile, nachdem ich das erste Video gemacht habe, erschienen sind, aber ich weiß auch nicht. Ich bezweifle, dass in nächster Zeit irgendein DreamWorks-Film diesen Film für mich toppen kann. Dieser Film hat einen wirklich besonderen Platz in meinem Herzen und ich weiß auch nicht, ob dieser Platz jemals etwa getoppt werden kann. Aber ich bin hoffnungsvoll, auch wenn die Zukunft von DreamWorks Animation nicht die allerschönste ist. Reden wir doch mal kurz über DreamWorks Animation und sein Output als solches. Ein kleines Fazit gegen Ende dieses Rankings. DreamWorks Animation ist ein kompliziertes Biest, meiner Meinung nach. DreamWorks Animation bringt ein paar wirklich emotionale, gute Filme in letzter Zeit heraus, wie The Wild Robot, Puss in Boots: The Last Wish, und bringt ein paar der kindesten, dümmsten Babyfilme wie Trolls, Boss Baby, Gabby's Dollhouse. Es zeigt einfach nur die eine Sache, die etwa wahr ist mit DreamWorks Animation. Über die Jahre ist die einzige Konstante mit DreamWorks Animation, vor allem mit DreamWorks Animation, dass es da keine Konstante gibt. Manchmal kann man in demselben Jahr wie Shrek 2 Shark Tale haben, manchmal kommt ein B-Movie, gefolgt von einem Kung Fu Panda, manchmal
versuchen sie etwa einen großen Erfolg zu kopieren, wie zum Beispiel den allerersten Shrek-Film, wie sie das etwa mehr oder weniger nachahmen wollten mit Shark Tale oder Madagaskar selbst. Und manchmal pressen sie einfach von all ihren Conversen bzw. Klischees und erzählen eine so anderweitige, so emotionale Story, die man vielleicht eher mehr mit anderen Studios assoziieren würde, wie The Wild Robot. DreamWorks ist so einiges. Und auch wenn die Zukunft ein wenig dominiert ist von paar Filmen, die eher mehr auf sehr kiddie-hafte Brands basieren, so doch habe ich etwa Hoffnungen darüber, dass auch etwa in der Zukunft DreamWorks vielleicht den ein oder anderen Banger noch heraushauen kann. Aber nun würde mich eure Meinung interessieren, was ist der beste DreamWorks-Film für euch? Oder welchen DreamWorks-Film rankt ihr am höchsten? Anyway, das war's von mir. Wir sehen uns, bzw. hören uns beim nächsten Mal wieder. Euer Random oder so ähnlich. Bye bye.